Okay. Akzeptiert. So, das heißt für uns beide dann wieder in die Gruselstunde rein, Chris? Oder hast du was anderes vor? Ich bin schon da. Ah, du bist schon... Was für eine Ich bin schon Zähne Gruselstunde? machen. Was Hat denn er für doch eine gesagt gehabt. Gruselstunde? Hat er doch gesagt gehabt, dass ich Gruselstunde gemacht habe. Chris ist schon mit gespreizten Beinen in Genshin, hallo? Ja. Richtig. Wobei, ganz ehrlich, ne, ich kann mir wirklich keinen auf Genshin Charaktere runterholen, das geht nicht. Echt nicht? Nee. Gar nicht. Diese fragwürdige Frage von Kai finde ich halt wild. Wirklich. Kai, willst du uns was gestehen? Vor allem nicht von Charakteren, die ich spiele. Ja, das ist bei mir einfach. Warte, ich kann jetzt gerade nicht folgen. Worum geht's? Es geht darum, ob man sich auf Genshin Charaktere sich gönnen kann. Du sowieso. Gönnen kann man sich immer. Das war genau das, was ich gesagt habe. Habe ich gesagt, kriege ich absolut nicht hin. Fühle ich gar nicht. Es kommt dann auf den Charakter an. Im Endeffekt. Also ich gönne mir eher auf Stats sein, wo ich mir denke so, ho, als auf Bilder, die anzüglich sind. Frag mich so, wie stehst du da und dann Stats-Zahlen so, oh, guck mal, diese geilen Stats, ey, oh, oh. Weißt du, was die empfehlen? Weißt du, was Oh, guck mal, das 100 empfindlichste Attack, für Chris Alter. ist 12, 3, 7. Oh, diese Attack. Und Chris, merkst du's? Spürst du's? 12, 3, 7. Siehst du, er ist jetzt gerade gemutet, jetzt gönnt er sich gerade, siehst du? ist nicht 12, gemutet. 3, 7. Ich gönne mir überhaupt nichts. 12, 3, 7. Als ob Kevin gerade anfängt, darüber nachzudenken. Ja, Das ist nichts, worüber man nachdenkt, man sagt einfach nur, aha, und gut ist. okay. Ich versuche die Bedeutung hinter den Zahlen zu verstehen, aber es gibt anscheinend keine. Richtig. Ah. Kevin, Glückwunsch. Los. Applaus, Applaus für deine Worte. So. Folge den Fliehenden. Erstmal wieder Kinderstalken im Chinju-Wald läuft. Habe ich auch voll Bock drauf. Geil. Bist du Hast mit du dem aber Event nicht? immer noch nicht fertig? Was? Bist du mit dem Event immer noch nicht fertig? Ich hab's heute erst angefangen, Frozen. Uff. Mit welchem Dann bist du frühestens morgen früh erst fertig, ne? Welches Ich Event? werde es nächste Woche erst fertig Das haben. aktuelle. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich hab's auch noch nicht. Also, Ich werde es nächste Woche erst fertig haben, weil... Tsuki, irgendwie so hieß das. Akitsu Kimo Dan Dameshi. So. Gesundheit. Frozen. Ja. Und dann 91, 27, 19, 99. Das ist gerade dein Marktwert? Nein. 1999? Nein, das sind seine scheiß Werte von Ganyu. Jetzt bei all diesen... Nein. Nein. Ja. Das ist nicht. Google doch mal. Kevin. Nein, so Nein. ein Schmutz lieben wir nicht. Was erwartest du? Kai, kennst du den immerhin? 91, 27, 19, 99. Sag mir mal, ja. What the heck? Es ist ein Klassiker. Steht dann Itachi? Warte mal, was? Nani? What are you? Oh mein Gott, wo? Chinju. Hat Warte jemand von mal. euch eigentlich Classroom of the Elite geguckt oder so? Nee, hast du Nee. mir davon erzählt. Ja, Who's mal our hier lang. target this? Schon ein bisschen ehrenlos hier. Aber komm, das ist ein Klassiker. Wieso bin ich der einzige Weep hier eigentlich? Du bist nicht der einzige Weep. Es kommt nur darauf an, worauf man weept. True? Ne? Wen hatte ich noch mal dabei? Der fehlt aktuell. Ach ja, Kazuo. Sounds good to me. Bin gespannt, ob es wirklich einer googelt, was es heißt. Nein. Ob es einer herausfindet. Walked all the way here. Nein, Chris, werden wir auch nicht. Wonder where those three went. Denn entweder ist es so unwichtig, dass wir es nicht googeln müssen, oder du sagst es uns sowieso. Ich find's lecker. Hiding. Siehst du, guck mal, da geht's schon wieder weiter. Oh nein, die googeln es nicht. Ah, wir müssen jetzt doch nochmal einen Teaser geben und irgendwann haust es trotzdem raus.
Deswegen brauche ich es nicht googeln. Ich hab dich durchschaut. I mean, in that case, he's that predictable. That's true. That's not even true, I'm not gonna say it. Nein. Nein. Chris, just do it. Nee, ich mach hier gar nichts. Dreams be dreams. Achso, Kevin, willst du einen Zweispieler Big Breaker spielen? Ich habe noch nichts gemacht, sagst du, nichts anderes. Ich mache jetzt erstmal die Story weiter. Okay. Also du machst gerade nicht mehr das Event. Doch! Aber die hat Achso, auch die nicht. Event-Story machst du. Ja. Ah, okay. Gut, dann beschäftige ich mich mit dem neuen Event, was heute gedroppt ist. Ja, gönn dir. Und schon wieder was Neues gekommen? Windflucht. Oh. Little wimps! Paimon can already see you guys, so just come out and show yourselves! So, jetzt kommt das Mädel um die Ecke und Paimon wird komplett. Wait, what? Okay, that's not normal. There's no one actually here! Paimon's scared again! Okay. Geister, Geister, Geister! Weißbrot. Sie hat einen coolen Kimono. You can't give in to your desires. Others will suffer for it. You mustn't make the same mistake. Just hold on a little longer. Nein. You've already come all this way, right? Der war lustig. Oder ist das ein Mint-Kimono? Did you happen to see 3 rascals Chris. pass by here? Als Soll Maul. ich noch Peter 50 Skins durchgehen? Ins Maul. Dass die Peter 50 auch noch 2 hat, ist bodenlos. Ja? Jetzt kommt die dritte und hat ein Gesicht. Talking to me. Okay. To someone like me. You have no business coming here. You shouldn't be anywhere near me. If you value your lives, you must leave immediately. Otherwise, your souls will be trapped here forever. Sag mir doch einer, dass das Event Multiplayer Online-Ding only ist, wo du. Das ist ein PvP-Event? Be gone! Okay, die Frau hat clean irgendwelche geisterhaften Auren. Traveler, wake up! Und Julias Mikro denkt sich so, ich nehme gerade alles auf, was sie gerade wegradiert oder was sie auch immer tut. Mhm. Irgendwas bist bei dir am Rumschaben, das hört man in deinem Mikro. So. Ich zeichne nebenbei. Das habe ich mir fast schon gedacht. Also, ich mach mal mein Mikro aus, dann hört das nicht. Also okay, ich werde das Event nicht spielen, das ist ein Die PvP. Frage ist, was zeichnet sie? Keine Hentais, Ein wenn du dir das Bild. erhofft. Oh Ja, Mann. Nee, das mache ich nicht, du. Noch nicht. Ich hatte so hart die innerliche Hoffnung, dass es Hentai sind. Kai, machst du Regel 43 und dann ist gut. Was ist? Machst du Regel 43 und dann ist gut. Ja. Und was ist Regel 43? 34, scheiße. Lost! Chris, 6 Sätze. Richtig. Ich wusste, was du meinst, aber ich hatte dich einfach beim Unwissenden gelassen. Ja, nur 21. Ah. Ich lass es. Wenn du einfach Chris siehst, der sich denkt so, in die Scheiße greifen, kann ich. Oh ja. Shikanoin Haiju. Gesundheit. Ein junger Detektiv, der bei der Tenryu-Verwaltung arbeitet. Ah, okay. Ich Er wusste sieht gar nicht, dass es höflich und korrekt aus. PvP-Events gibt in Genshin, by the way. Vor allem ist es ein wiederkehrendes PvP-Event. Ach, ist es dieses Fangenspielen? Ja. Ah, lol. Das ist witzig. Nee, das ist PvP, gar kein Bock. Digga! Zum Ja, Fangenspielen brauchst du PvP, ob du doof bist. Ich spiele doch nicht mit anderen Leuten. Bist so ein Mongo, Alter. Okay, jetzt haben wir hier gerade mehrere Zeugen. Chris wird nie wieder mit uns Multiplayer spielen. Alles klar. Mit fremden Leuten, Entschuldigung. Lass es mich nochmal ändern. Oh. Nein, Okay. du hast gesagt, du spielst nie wieder mit anderen Leuten. Also, wir nehmen dich beim Wort. Höflich und wohlerzogen, aber in Wirklichkeit hält er sich bei der Arbeit nie an starre Regeln. Oh, das ist gut zu wissen. Aufgrund seiner reichen Erfahrung bei der Untersuchung von Fällen wird der Leiter der Polizeistation bei einem schwierigen Fall immer sofort an Haiju denken.
Okay. Er selbst sagt jedoch, dass er sich bei der Untersuchung von Filialen. Ja, 4 Jahren. Sehr gut. Filialen. Wo wir wieder bei Aldi waren. Richtig. Bei der Untersuchung von Filialen. Welche Filialen? Aldi, Rewe, Lidl. Okay. Ja, aber gegen Netto habe ich so, gegen Edeka habe ich so einen besonderen Hass. Ah, Warum? warum denn? Kevin, denk du nochmal drüber nach. Du bist der Einzige, der es wissen könnte. Nee, tatsächlich nicht. Hast du damals dort deine Jungfräulichkeit verloren, oder? Ha, lol. Aber bei Edeka gibt es schlechtes Personal. Hängt davon ab. Also ich habe bei uns im Edeka, okay, das ist ein Marktkauf, aber gehört zur Edeka-Gruppe, habe ich sehr nettes und freundliches Personal. Bei Kevin rattert's noch, bis er es herausfindet, dauert's. Crown einfach Beste. Punkt. Also zur Heide. Also mit Crown kann man nicht viel anfangen. Ah, Crown ist das Gebäude. Ich weiß. Er selbst sagt jedoch, dass er sich bei der Untersuchung von Fällen nie auf seine Erfahrung verlässt, sondern auf seine Intuition. Kein Wunder, dass er immer so selbstbewusst aussieht. Das ist vielleicht die Gelassenheit des Genies. Okay. Thank Cool. goodness you're okay. Ich find's lustig. Unser Charakter erinnert sich an ihn, obwohl unser Charakter noch nie was mit ihm zu tun hatte. Und warum? Ja. Weil ich den Legendenauftrag nie gespielt habe. Geil, ne? Aber gut, man hat sich ja in der Kanne schon mal gesehen, also von daher. Wer bist du denn? Mein Name ist Chinju. Okay. Was machst du hier? Keine Ahnung. Alles klar. Kuse, ich bin nur der Hausmeister. Wir sind jetzt Freunde. Genau, wir sind jetzt Freunde. Okay. Okay. Before we get to that, I think someone needs your attention first. Please don't eat Paimon. Paimon doesn't taste very good. Please avenge Paimon. What? Are you here to rescue Paimon? Oh, and Hazel's here too. What happened to that scary person just now? Did you manage to defeat her? Nein, sie hat uns einfach nur verschreckt, Paimon. Alles gut. Was? Sie ist ein Alien. Nein, sie ist ein Geist. Oder Dämon. Ach ja, stimmt. Oder beides. Oder beides. Die Frage ist nur, was für eine Art von Geist? Das könnte wahrscheinlich Frozen rausfinden mit genug. Poltergeist. Das Problem ist, ich weiß schon, was es für einer ist. Und ja, den gibt es bei Phasmo. Oh lol. Hat Dots, Orb und Box. Onryo? Nein. Ah, schade. Viel weiter. Dann wirst du es merken. Ich wollte Scary sagen, also wird person? ja auch alles aufgeklärt. Eine sehr seltsam gekleidete oder sprechende Person? Eher sehr seltsam sprechende Person, weil ihre Kleidung fand ich jetzt nicht so seltsam. Im Gegenteil, ich fand sie hübsch. Gut, ihre Maske vor dem Auge war ein bisschen weird, aber La Senora hatte auch so eine Maske, also von daher. It's not that weird. Ich hab einen Altstein gefunden. True. Willst du uns etwa sagen, dass das der vergangene Geist von La Senora war? Aber warum war sie dann schwarzhaarig und nicht blond? Klär uns auf, Also die Frozen. Haare gefärbt. Ah, okay. Und warum hast du eine Maske auf? Nein, Chris. Warum nicht ja eigentlich Stroh? Wie sagt er nein? Alarm! Um einen Porno zum Dann halt, nächsten. mit dem anderen Jokes, gar kein Problem. Nee! Furchtbare Gestalt, eine sehr seltsam sprechende Person. Ja, genau. So. Okay, I see. I only found the two of you passed out here when I arrived. There was no one else around. Halleluja. What happened? Tell me all the Das war details. kurz vor Abgrund. Hier bitte As I Halleluja suspected, Pan there einschieben. appears to be something more behind this test of courage event. Hab ich jetzt ja schon gemacht, ne? But let's get back to your original question. I haven't told you the reason I'm here. The truth is, I was commissioned Ja, to come here manchmal for hasse an ich mich selber. investigation. Und manchmal hasse ich mich noch viel, viel mehr. You were
commissioned? That's right. Some time ago, Also a ich habe peculiar absolute game Fragen. was discovered on the beach. Du bist hier, um das Spiel an Strand zu untersuchen, Haiju. Okay. A peculiar game on the beach? Oh, could it be the Akitsu Yugen game that A mentioned? Ah, so you've heard of it. The game quietly appeared some time ago and has since attracted some players. Apparently, it's very interesting. There was no one on the beach other than visitors and tourists when the game appeared. Imagine it like this. A stall suddenly appears on the street with no owner. And stranger yet, it could operate normally without anyone supervising it. People at the beach can start the game simply by talking to the bulletin board. Could it be run by ghosts? Some tourists started to say that, and the rumor began to spread, until it became a Okay, full-blown ghost story. Ja. The further Du that story meintest, spread, du könntest the more was gegen die plausible Likes it auf dem seemed, causing people Server to be tun? unwilling to go Nein. anywhere near the beach. Kann ich nicht. Du meintest doch mal irgendwas von wegen, dass du sagen könntest, dass die das auf einen anderen Server rüberschmeißen. Oder liege ich da falsch? Ach so, dass ich mich mit einem Support irgendwie beschäftige von wegen. Es ist nur wegen der ganzen Crashes, nicht wegen der Lags. Die Lags kriege ich nicht los. Crashes könnte das vielleicht beheben. Hier gerade eine Sache, auf die nicht sein kann. Ah, was denn? Goro hat bei mir einfach noch clean den Standardbogen, also den Ein-Sterne-Bogen. Schäm dich. Wobei, ich sollte nicht zu laut kotzen, weil meine Layla dürfte auch noch das Standardschwert haben, genauso wie der Wanderer noch den Standardkatalysator hat. Bitte im Maul halten. Ich hab's ja nicht mal gelevelt. Goro auch noch Level 20. Ja, nicht mal hatten die bei mir, die waren noch Level 1. Das war ja das. Ja, das war richtig bodenlos. Das ist, aber jetzt, das ist auch selbst für mich ein bisschen zu viel, weißt du? Ja. Ne? The Tenryou Commission wanted to close the beach in order to investigate the situation and dispel the rumors. But before they could do anything, the Yashiro Commission organized the Test of Courage event here. People that were initially scared by the rumors began to believe that the beach game was actually a preview event planned by the Yashiro Commission for the Test of Courage, so visitors have gradually returned again. But I'm quite positive that the game never had anything to do with the Yashiro Commission. Wait, so the Yashiro Commission were fully aware of all the spooky stuff going on, but they still decided to hold their event here? Macht doch Sinn, Paimon. Warum beschwerst du dich? But Ayato must be one of the smartest guys we know. What the heck was he thinking? Mach ein Event in der Nähe von einer gruseligen Stätte. Zieh damit mehrere Personen an. Und damit auch besondere Personen, die eventuell bei diesem Fall helfen könnten. Hashtag Traveler und du. Paimon. Komm schon. Leg doch mal ein paar Ecken weiter. Who knows? But I'd rather trust tangible evidence than speculate on his thoughts. As for my commission, apparently someone reported that they found themselves trapped for hours on the beach while playing the game. According to his own account, he kept returning to the same location no matter which way he went, and even though his friends were nearby, they couldn't see him. That sounds so scary. Even though it was obvious that he wasn't telling me the whole story, the testimonies of his friends did validate that what he said actually occurred. On top of that, it was also this very incident that led to all the ghost rumors. No one dared to go near the beach until the Yashiro Commission announced the Test of Courage.
Who set up the game on the beach? And why did the Yashiro Commission help them cover it up? I need to uncover the truth. So I'm here to investigate. Anyway, don't mind me. Working together will only raise suspicion, so I'll undertake my own investigation for the time being. However, please proceed with caution. Based on my observations, most people are still unaware of anything happening here. Telling people that something's amiss might cause quite a stir. Okay. Jetzt möchten wir erstmal die Event-Page. Wusa. Oh, du hast ja die ersten 3 Kapitel ja schon geschafft vom Auftrag. Hä? Nach dem ersten Kapitel kriegst du die Event-Page. Echt? Ja. Ach ja, stimmt. Und dann ja, hast du ja noch 2 und 3 eigentlich auch noch. Ja, du bist bis morgen beschäftigt. Das ging recht schnell, fand ich. Also ich habe fast 2 Stunden gebraucht. Ich hatte eine gebraucht oder so für das ganze Event. Also für die Story. Für das Event dann auch nochmal eine Stunde. Regenschirmstaub. Ah ja, okay. I see. Waffe ist ja auch ein Regenschirm. Ja, ich weiß. Muss immer noch nach Sumeru. Für die Dann Waffe. geh. Ich bin tatsächlich gerade auf dem Weg. Es ist jetzt nicht so schwierig. Wir haben immer noch nicht unseren Preis für das Spiel abgeholt. Weil viel scammt. Shine down. Go. Bei Akitsuyuge musst du zu Beginn den Fertigkeitsball über das Abprallbrett nach vorn schießen. Wenn ein Fertigkeitsball nach dem Auftreffen vom Abprallbrett zurückprallt und sich das Abprallbrett zur gleichen Zeit bewegt, ändert sich auch die Abprallrichtung des Fertigkeitsballs entsprechend. Vor Beginn der Herausforderung kannst du im Vorbereitungsmenü Yuge-Strategien auswählen, um Boni für die Herausforderung zu erhalten. Ein Teil der Yuge-Strategien muss vorher durch das Abschließen bestimmter Level freigeschaltet werden. Durch das Abschließen von Leveln im Albtraummodus werden manche der Yuge-Strategien verstärkt. Anhand des Elementartyps der aktuell das Albtraumbrett kontrollierenden Figur verleiht diese dem Abprallbrett das entsprechende Elementattribut und dann an den Fertigkeitsball. Das dann an den Fertigkeitsball weitergegeben wird. Meine Güte. Bei Akitsuyuge können aktuelle Figuren der Elementartypen Pyro, Hydro, Kryo und Elektro im Abprallbrett ihr entsprechendes Elementattribut verleihen. Solange sich auf dem Spielfeld eine Mindestzahl an Yuge-Blöcken befindet und der Fertigkeitsball erfolgreich getroffen wird, beschießt das Den letzten Abprallbrett nach... Teleportpunkt, den ich brauchte in der großen Kluft. Sind nur noch die 2 Sphären, aber da komme ich bei beiden nicht hin. Erfolgreich getroffen wird. Verschließt das Abprallbrett... Warte, was? Solange sich auf dem Spielfeld eine Mindestanzahl an Yuge-Blöcken befindet und der Fertigkeitsball erfolgreich getroffen wird, beschießt
das Abprallbrett. Feuerwerkskugeln nach vorn. Feuerwerkskugeln, die Yuge-Blöcke treffen, richten an diesen eine bestimmte Menge Schaden an. Verwende diesen Umstand, um schwer zu treffende Yuge-Blöcke zu zerstören. Okay. Beim lockeren Modus von Akizu Yuge kannst du dich im Einzelspielermodus anderen anschließen, um an der Herausforderung teilzunehmen. Im Mehrspielermodus kannst du einen Spieler in deiner Truppe einladen, die Herausforderung mit dir gemeinsam zu bestreiten. Der Albtraummodus ist nur im Einzelspielermodus verfügbar. Okay. All the world holds dear. Für jeweils 30 Kombos, die der gesamte Kombozahl hinzugefügt werden, wird ein zusätzlicher Fertigkeitsball beim nächsten erfolgreichen Treffen. Ja, moin. Jeweils 30 Kombos. Wird eine Wand bei der Einzelspieler-Herausforderung an der unteren Spielfeldbegrenzung erschaffen, wenn der Fertigkeitsball auf die Wand. Okay. Nachdem es zwischen einem Fertigkeitsball und dem Abprallbrett zur Reaktion überladen kommt, erhält dieser den zerstörerischen Effekt Sprengung. Beim Auftreffen auf einem Yuge-Block kommt es zu einer Explosion, die Yuge-Blöcken in einem bestimmten Umkreis Schaden zufügt. Ja, so Kampfmusik. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Yuge-Block zur Reaktion überladen kommt, wird der zerstörerische Effekt Sprengung ausgelöst. Oh, und der Pilzbestie. In einem bestimmten Umkreis wird Yuge-Blöcken Schaden zugefügt. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Yuge-Block zur Reaktion Supraleiter kommt, wird der zerstörerische Effekt Blockbohrer ausgelöst. Beim Auftreffen und auf Ach, die einen Wildschweine lassen Yuge-Block ja auch noch clean Pilze fallen. prallt der Fertigkeitsball nicht mehr ab. Stattdessen bewegt er sich unverändert weiter und zerstört auf seinem Pfad alle Yuge-Blöcke, auf die er trifft. Direkt. Dieser zerstörerische Effekt endet, sobald der Fertigkeitsball auf den Rand des Spielfelds trifft. So, ich bin jetzt raus. Schönen Abend euch noch. Gute Nacht! Gute Nacht. Der war aber schnell weg. So, und ich spiele jetzt Blockbreaker, oder was? Ja, moin. Besiege innerhalb von 60 Sekunden alle Gegner. 80. Okay. Oh ja, das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. Oh yes. Oh hell yes. Oh yes. Oh boy. Und wie ist Blockbreaker so far? Ah! Damn it. Habe ich gerade selbst Okay. hops genommen mit 2 Stück. Richtig geil, wenn da richtig viele Bälle drin sind. Ah, ich kann auch rennen! Sag mir das doch mal einer. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Clean! Das war in der zweiten Runde habe ich das erst gemerkt. Ich so, oh, man kann sprinten. Ja, das, Macht die Sache natürlich um einiges einfacher. ja. Also einiges okay, aber vielleicht nicht, aber ein Stück weit, ja. Und dann gibt es neue Perks, die du freischalten kannst. Hast du Perks angelegt gehabt zu den Charakteren? Ja, zu dem Charakter, weil andere Charakter machen ja nicht wirklich Sinn. Ja, du kannst ja 4 Charakter benutzen. Ah, wo ich aber den Sinn nicht hinter verstehe. Obwohl man könnte wechseln theoretisch, oder? Genau, du kannst Elementarreaktionen machen. Das war genau das, was es ist. Du kannst die Blöcke einfrieren lassen, wenn du zum Beispiel Wasserkrühe benutzt. Ah. Und dann kriegst du Elementarreaktionen. Zum Beispiel kannst du halt, wenn du halt gerade aktiv Kryo zum Beispiel warst und dann Wassercharakter nimmst, dann frierst du den Ball halt ein und kannst den neu wieder reinwerfen quasi. Ah. Und Pyro-Elektro macht dann Puff! Ich überleg gerade, was war das andere? Ach ja, Supraleiter. Da fliegen die Bälle einfach quer durch. Ja. Stimmt.
dir jetzt schon mal den Tipp, wenn du Charakter switchen solltest. Du bist kurz, also du bleibst kurz stehen. Hm. Ich spiele gerade aktuell nur mit Raiden tatsächlich. Schade. Auch mehr ein Spielchen. Oh nein, kommt noch mehr dazu. Nicht beide. Ehrenlos. Testing. Hört man mich? Voller Psycho. Ja. Man hört dich. Hallo. Ich hab was in die Hallo. Gruppe geschickt. Kai hat jetzt ein Geschenk. Okay. Das große, kistliche Geschenk. Er besudelt sein Geschenk. Ich habe noch Taschentücher in der Jackentasche, ne, falls du brauchst. Jesus Christ. Also, Kai ist auf einem niedrigeren Niveau als ich. Er vögelt ein Kissen. Was mit der anderen Seite? Die andere Seite ist angezogen. Ja, ich weiß, aber deswegen, was ist die andere Seite? Die interessiert mich Oh, hier, Kai. Ey, Komm du her, hast ihm einen Darky gekauft? Ja, lol. Andere Seite. Chris interessiert sich nur für angezogene Dinger. Genau. So, warte, Foto kommt. Alter. Das ist halt auch schon. Das ist. Kai hat eine Waifu. Ja, mein Gott, ich wusste halt nicht, was ich den schenken soll. Jetzt hat der was und er freut sich darüber. Also die Nippel sind ja mal heavy in der angezogenen Seite. Ich dachte, das wäre dezenter. Aber das kannst du ja nicht mal angezogen liegen lassen. So lange, bis die Panik im Gesicht nur, wenn meine Freundin das erstmal, oder ich wieder in vorne auf den Kai hat Angst, dass seine Freundin sich beschweren könnte über das Kissen. Sind wir mal alle ehrlich, die Freundin fällt sich mehr über das Kissen her als Kai. Wahrscheinlich. Kommt drauf an, muss halt die richtige Person für haben. So. Oh mein Gott, es ist Rias oh, boy, okay. So, in dem Sinne, um ihn jetzt zu freiwilligen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich kicke ihn jetzt aus dem TS raus, weil wir wollen jetzt zum Kino. Bis dann. Gönnt ciao, euch! Dann, Danke, ciao, ciao. Frohe Ciao. Weihnachten. Danke. Einfach. Einfach fucking Rias, Junge. Du sagst zu mir gleichfalls, das ist auch wild. Frag nicht. Fucking Rias Gremore, Alter. Da hat er sich aber den richtigen Charakter ausgesucht, Mensch. Die muss los. Mädchen. So. Okay, ich habe neue Effekte. Punkte-Kombos. Hallo. Hola. Ich kann bitte Hola. was sehen. Nee, ist nicht. Kann leider nicht helfen. Siehst auf fucking einmal, Schwert, Alter. unterbinde den Handel zwischen der Goldbrigade und den Fadui. Da habe ich mir gedacht, ja, geht. Ja. Und jetzt kommt mir ein kleiner Dendroslime entgegenhoppelt. Hat den wer von euch bestellt? Nee. Was denn? Uff, Tobis Spruch in der Gruppe.
Ah, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich seine Jungfräulichkeit zurückholt. Jetzt schon. Ja, moin. Nein. Belastend. Und denn? Ja, weil Tobi einfach Tobi ist. Der versteht dieses ganze Otaku-Life halt so gar nicht. Er guckt doch selber Anime. Ja. Und? Nur weil man Anime guckt, ist man nicht gleich ein Otaku. Da gehört ein bisschen mehr zu wie nur Anime gucken. I know. Dazu gehört auch Anime fühlen. Und zwar richtig fühlen. Da muss er aus dem Mauspad jetzt mit. Das gibt's zu Geburtstag. Mit den Bubis meinst du das? Oder Arsch? Weiß nicht, worauf kein mehr steht. Also bei dem Anime muss es ganz klar Frontseite sein. Also wenn, dann müssen wir im Highschool DxD-Schema bleiben und da geht's halt clean um Titten. Also wirklich. Ich kenne den Anime nicht. Ich habe mir letztens reingepfiffen. Also es ist ein Anime, um dem es einfach clean um Titten geht. So gesehen, ja. Also es geht eigentlich um einen Typen, der eigentlich ein totaler Perversling ist. Und dann dachte sich ein wie heißen die nochmal? Erzengel? Ein Erzengel. Gefallener Engel, genau. Ein gefallener Engel, der Ich wollte das sogar sagen, aber ich dachte mir so, das kann ja, nicht sein. doch, ein gefallener Engel dachte sich, okay, ich brauche eine menschliche Leiche, ich nehme mal den Typen. Der ist so verzweifelt, den kriege ich sofort um die Finger gewickelt. So. Hat sie gemacht und ihn erstmal umgelegt. So. Und dann fing der ganze Spaß erst an. Denn dann ist er zum Diener einer Dämonenherrin geworden. Verterias Gremory auf dem Kissen. Und hat in sich eine Fähigkeit entdeckt, die ziemlich viel Power hat. Da er aber immer noch genauso versaut ist wie früher auch, macht er mit dieser Power Dinge, die eher auf der versauteren Seite des Lebens sind. Wichtige Frage, ist das ein Anime oder ein Hentai? Es ist tatsächlich ein Anime, aber es ist diese Art von Anime mit extrem viel Fanservice. Das geht so in die Kategorie Samurai Girls, zum Beispiel. Wie gesagt, ich gucke ja nicht viel, aber halt. Ah. Also, dass man so nackte Titten sind Standard in dem Anime. Also wirklich clean. So. Okay. Edgy. Danke! Genau, das war das Wort, was ich auch gesucht habe. Danke, Morph. Stimmt, Morph ist ja auch noch da. Issei Hyodo, Red Dragon Emperor. Richtig. Und das ist ein Edgy-Anime, genau. Also, der ist clean, die Definition von Edgy, aber anders. Junge. Aber der ist eigentlich ganz gut. Tatsächlich. Highschool DxD, ja? Alles klar, unabhängig. Ja. Der ist wild. Also die normale Lore neben dem Edgy-Part ist auch echt nice. Also wirklich. Ist auch relativ deep eigentlich. So, unendliche Verfeinerung. Ist das dann Albtraum-Modus? Nein. Das ist ja lockerer Modus. Es gibt Kinder leichte und unendliche Verfeinerung. Achso, das ist easy, mittel. Und da geht's weiter, okay. Ja, okay, wollte gerade sagen, jetzt geht die Quest weiter. Schauermärchen, Heisu empfiehlt, zeitweise geheim zu halten, was du gesehen hast, um die Dinge nicht zu verkomplizieren. Es ist fast an der Zeit für die zweite Probe des Muts. Achso, ja, okay. Wollte gerade sagen, back to the Test of Fate. Nein. Egal. Einmal kurz Blockbreaker gespielt, war ganz nice. Punktzahl ist... 80 Runden mehr machen. Ja. Ironischerweise... Ah, scheiße. Wenn die Steuerung anders wäre, würde ich sagen, ich würde es auf dem Mobile spielen. Hey, you guys finally made it.
Wobei ich muss ja eh on-screen machen. Fuck. I was searching for hours. Still didn't see any sign of those three, so I decided to come back. How about you? Find anything? It's kinda hard to explain. I see. So you came up empty-handed too. Well, it doesn't matter. I already came up with a new plan. Huh? What plan? Shinobu told me a saying after she got back from studying in Liyue. It went something like, the something by day becomes, something by night? Etwas mit einem Insekt und einem Vogel. Es lautet, ein jagendes Insekt konnte den Vogel hinter ihm nicht bemerken. Auf Englisch ist der Spruch anscheinend komplett anders. Yeah, that's what I said. Come on, keep up. Anyway, I was so focused on scaring people last round that those three dressed up as ghosts caught me completely off guard. But not this time. Oh no, I'll be hiding nearby and waiting for those three to emerge first, and then I'll nail them with a surprise attack. You two just gotta keep playing it natural and join the contest. Got it? Okay, see you later. Ah, Ito. He ran off again. Well, his plan does make some sense, at least. Let's go talk to the Shrine Maiden so we can join the second round. Wir haben noch nicht mal unsere Kloßmilch abgegeben. Was für die Mitarbeiterin steht direkt da? Lol. Das zweite Item ist ein Fächer. Really? Bin mal gespannt, wie sie es jetzt sagt. Congratulations on winning the first round of the test of courage. Now you're one step closer to the dark, messy truth. But is that really a good thing? Ooh. Hey, cut the nonsense! What we just saw was super terrifying! Oh, really? Good to hear. Hearing the word super terrifying is exactly what all us event organizers would like to hear. No, that's not what Paimon means! Something mysterious is also happening here, not just the event! Wollte gerade sagen, ich sag's ungerne, aber das gilt nicht euren Organisatoren. Das gilt eher außerhalb des Events. Das mit dem gruselig, aber egal. Ich will trotzdem wieder diese hübsche Frau im Kimono wiederfinden. Keine Sorge, So Kevin, what? wirst du. You've heard the stories about the test of courage, haven't you? Everyone who participates in the event faces a variety of emotions. Wait, ich sehe diese Raven wieder. Also den Raben. Verdächtig. People are afraid of seeing their innermost fears appear before them, and yet they still seek the thrill of experiencing those fears. So, isn't it natural for us to have things in the dark and deathly silent forest to help fulfill that experience? Just like the grinning monster standing behind you right now, waiting for you to turn around. Paimon komplett ängstlich, guckt so halbwegs über ihre Schulter und Trevor denkt sich so, laber kein Bullshit, Mädel. I knew a little trick like that wouldn't be enough to scare you off. So, congrats on passing this test. The second round of the test of courage will begin shortly. Have you found your partner yet? Huh? But don't we already have a partner from the last round? Yes, your team's outstanding efforts certainly won you the last round. So it's understandable that you'd want to pair up with your previous partner. But unfortunately, you must find a different partner for each round of the event. If you don't have a partner by the time the next round begins, then... Yeah, Paimon already knows. If we don't have a partner in time, then we'll be disqualified. Let's ask around and see if there's anyone looking for a partner. Sayu, Yoimiya und Thoma. I see, alles klar. Hab ich gesagt, ne? Warum sollte ich hier nicht den Feist annehmen?
Illusion shattered. Erstmal Thoma einen Elektroblitz in die Fresse schieben, weil der eine Sakura-Blüte hinterm Rücken hat. In der Fresse, Entschuldigung. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde mit Sayu gehen. Morph, darfst du entscheiden. Wie schläft er hier ein? Kleiner Schlafmützenzwerg, großer, cooler, blonder Typ, der eigentlich eine Hausfrau ist, oder eine Feuerwerksfanate Partymaus. Er ist einfach das Mädchen für alles. Wie war das? Ach, den hast du gar nicht gesehen. Es gibt von allem eine Mommy, nur keine Fire-Mommy. Ja, was siehst du dann unten? Fire-Mommy, Fragezeichen? AKA Thoma. Hallo Thoma. Hey there. Du weißt ganz genau, wer Congrats die on winning the Pyromanie first wird. round of the test of courage. Na, wer? Arkon. Weiß ich nicht mal. Komplett. Ich meine, der Feuer-Arkon ist noch nicht bestätigt, dass er eine Frau ist. Oder ein Mann. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Bestätigt ist noch nichts. Beim Wasser-Arkon ist es leider schon bewiesen, weil Nahida in der Arkon-Story die Göttin Clean sie nennt. Toma! Genau, einfach nur sie im Were you Sinne also a von. contestant in the first round? Nein, Chris. Achso. Stimmt. Das ist nicht Deutsch, das ist Englisch. Da geht das nicht. I sure was, but I couldn't shake this constant feeling that someone was secretly following me the entire round. He didn't seem to be from the Yashiro Commission, and I was concerned that he might be out to stir up trouble at the event, so I tried to capture him. I didn't expect him to run so fast. I gave chase for a while, but I couldn't keep up. And before I knew it, the round was over. Is there a chance he wasn't there to cause trouble? Maybe he was just trying to scare people. Coming all the way to the test of courage to scare people? Well, I guess the world is full of all kinds of weirdos. Anyway, I'm gonna be sure to show everyone my abilities in the second round. Oh, Paimon remembers you once mentioned you like Kaidan. Yeah, that's right. Once I really get into it, you might find me to be your War das ein toughest Tukan? competitor. I'm only kidding, of course. I'm not here for the prizes, just to have fun. Habe ich das gerade My richtig lord has gesehen? War das ein granted me a rare Tukan? vacation, Yep. so I'd rather spend my time er relaxing tot? than worrying Oder tot? about some contest. War mal einer. Speaking of which, have you found a partner yet? Would you like to... I understand. Hope you can find the right partner and win the second round. You've probably already heard that to win the Wieder Grand die schönen Narukami Shrine fucking special Eisslime, prize, you have fucking to win all 3 Animo-Slimern. rounds. I'd like to know what the prize is as well, and you're the only one who has that chance now, so go for it. So, was war gerade deine Frage? Ich hab gesagt, hier beten zu viele Hilichai wieder an Animo-Slime an. Ja. Jetzt Heilig sei der Animo-Slime. So, dann hören wir uns nochmal die Story von Sayu an. Also, Thoma scheint auf der Jagd nach Ito zu sein eigentlich. Der eigentlich nur Leute erschrecken will. Und ja, es gibt komische Typen. Thoma, hast du richtig verstanden? Ist wirklich so. Hallo Sayu. Was haben Sie zu erzählen? You found me. Natürlich pennt sie wieder einfach nur clean. Hey, Sayu. Are you here for the test of courage too? Yes. Achso, du kannst auch nochmal danach mit den Leuten reden, ne? She looks like she just woke Nach up. dem Abschluss von Aufträgen bleiben die da weiterhin stehen. Wait, she's actually trying to fall asleep. The test of courage is too scary, so I keep my eyes closed to not feel scared. But as soon as I close my eyes, it's really easy to fall asleep. During the first round, a big bull-headed beast leaped out of nowhere and scared me half to death, so I ran and hid behind a tree. I closed my eyes and tried to hide for a while, but it was really dark and I fell asleep. By the time I woke up, the round was already over. Ja, clean Sayu. Big bull-headed beast? Eingepennt. Oh, wait, that sounds like Ushi. Oder nur fast. Now, no one wants to partner up with me for this. Verstecken, einschlafen, fertig. Oh, Okay. I saw you. Wait, but why would you join the test of courage in the first place? Oh, because
because I heard that being frightened causes you to grow taller. Ernsthaft, Sayu? Really? Was denn? Warum machst du überhaupt erst bei der Prüfung des Mutes mit? Ich hörte, das würde helfen, größer zu wachsen, wenn man sich ordentlich erschreckt. Hm. Aber Sayu. Schlaf ist wichtiger. Hä? Aber Schlaf ist auch einfach wichtiger. Nein, du Kann ich musst aber viel verstehen. schlafen, um zu wachsen. Genau. Ja. So. Und auf der anderen Seite darfst du nicht im Regen verschwinden, weil growing works on plants, not on people. Richtig. Also Sayu hat ein Problem damit, dass sie so klein ist. Wird sich aber Weiß wahrscheinlich ich. niemals ändern, weil sie einfach kleinwüchsig ist. So. Fertig aus. Ninja. Cause she Ninja ist. Oh boy. Hat Cola im Bogen? Ehre. What kind of silly idea is that? That's just a load of baloney. I wasn't sure if it was true either, but since I heard it could help people grow taller, I decided to give it a shot. Well, You Sally won't grow doesn't have a anymore. partner yet. Should we team up with her? Will ich wissen, was ihre Fähigkeit macht? It's okay. No rush. I came here for my own reasons anyway. I'll try Boomerang. to overcome my fear and Oder eher sleepiness. Bögenrang? But if you do want to partner up, just let me know. Wie war das? Wer ist der absolute Endboss beim Einschlafen? Richtig, nicht Sayu, sondern Layla. Danach kommt Sayu und danach kommt Ganyu. Auch wenn Ganyu und Layla gerne mal im gleichen Wagen pennen. Nun. Hey, Traveler. Paimon. I had a feeling you two would be here. Oh, Yoimiya! You're here too? Mm-hmm. I was also here for the first round, but I arrived a little early, so maybe that's why I didn't see you. By the way, I heard you were the winners. Impressive. I eventually found the hidden Dongo milk too, but it was already too late. Actually, Paimon still doesn't know how we managed to find it. Paimon was just hiding behind him the whole time, and somehow we won! Traveler, you never told me you were so good at this sort of event. You were keeping it a secret, were you? Nah. Anyway, would you like to pair up with me? We'd be an amazing team. With us working together, the second round will be a piece of cake. I don't quite understand. Hm? I do not quite understand Rätsel. Worträtsel. Hier sind Dendro-Figuren. Nicht drauf schießen, alle aktiv, nichts passieren. Sperren die sich jedes Mal zu, wenn du dich von ihnen entfernst? Wirklich? Aber wenn das wirklich 3 Stück sind, die repariert sind und Ja. du schießt auf alle 3 und die schließen sich immer wieder ab, wenn du zu weit weg gehst, stell dich in die Mitte, dann geht's. Nee, das sind 4 Stück, die sind jetzt alle ausgelöst und auch wenn ich weggehe, passiert da gar nichts. Dann könnte es sein, dass du da irgendwo noch einen hast, der zerstört ist. Den kannst du aber erst sehr spät. Und deswegen finde ich das auch so bescheuert, dass du alle Rätsel versuchst zu machen, bevor du überhaupt irgendwas in dem Land gemacht hast. Hier Erst ist aktivieren irgendwo noch mit hier ist ein Sonderfähigkeit. großer Stein mit einem Animo-Symbol dran. Ja. Animo-Symbol? Glaube ich nicht. Dendro. Das kann gut sein. Wie gesagt, lerne erstmal über das Land und danach mach die Rätsel. Ich mach Aber die Quests. Dinger, ja, aber die Dinger gab es halt auch schon in der großen Kluft. Habe ich aber auch nicht verstanden. Da habe ich dasselbe mit einem Geo-Ding. Tja. Schwierig. Also, wenn ich wetten müsste, sind diese Geo-Dinger, diese Dendro-Dinger zu benutzen mit einem Dendrogranum. Nö. Ich stand mit 3 Dendroganum davor und habe auch Dendro-Attacken aufgemacht. Ist original gar nichts passiert. Du musst eine Charge-Attack machen, um die Dendrogranen zu aktivieren. Dann umgeswitcht. Und du musst auch keine Dendro-Attacken machen, du musst einfach nur clean irgendeine Charge-Attack darauf machen. Ich bevorzuge einen Charged-Bogenshot.
Ja, danke. Jetzt weiß ich zumindest auch, wie der Spaß funktioniert. Weil dieselben Dinge habe ich schon im Geogebiet gefunden. Erkunden, lesen, was da steht. Bei den Tutorials. Nicht einfach Selber wegklicken. Und selber habe ich, wie gesagt, schon im Dendro-Gebiet, im Geogebiet gefunden gehabt. Ja, gut, bei dem weiß ich nicht, wie sie genau funktionieren. Aber ja, wir gehen mit Junior. Awesome! Don't worry, you'll see that being on my team is a blast. Now let's get out there and win this thing. We'll move faster than a firework shooting straight into the sky. It'll be like whoosh, and the round will be ours. Julmir, quirlig, Feuerwerksfanat und hat mit Abstand das geilste Outfit in ganz Inazuma. Selbst meine wundervolle Raiden kommt da nicht dran. Sorry, milady. Milady. Ja. You appear to have found a partner. Let's see if you can repeat your luck from the first round. Though, whether winning should be considered good luck or not is debatable. Anyway, I will now reveal the item you'll be searching for in the second round of the Du gibst test mir eine of einfache courage. Kiste, aber ein Tempel. It's a fan. A fan? You mean like the thing we use to keep cool when it's hot out? Yes. Correct. Der The fan was personally Universalpilz. selected by the Yashiro Commissioner himself and has been placed somewhere in the Chinju forest. There Warum will be nicht? signs to guide the way, but beware. The darkness that lurks in the forest is drawing nearer. Remember, if you can't go on Darf any ich mal further, 3 drücken? you can always give up Ansonsten ist and Ricola live to see instant another tot. day. We'll never give up. Let's go! Keine Ahnung, auf welchem Trip diese Schreinjungfer ist, ne? Aber er muss verdammt gut sein. You will learn. So, wo sind jetzt die Schilder? Da sind die Schilder. Gibt nur vorwärts, okay. Let's go up front. Den hast du jetzt eigentlich mitgenommen. Julmir. Something just fell from above. Ah, keep it Siehst away du? from Paimon. Really? Let me see. Oh, it's a Oni Kabuto. And pretty strong ones from the looks of it. Bist du I'll gerade hold on to deiner them. fremd? They'll come in real handy So. for the next Oni Kabuto tournament. Und du weißt warum? Ich habe Morph entscheiden lassen, wen ich mitnehmen soll. Morph hat gesagt Feuerwerk. Entsprechend war es dann Julmir. Oh, an der Kreuzung ist der Rabe. Hallo Rabe. Hier sind viele Raben. Oh, Baby! Nee, nicht der Rabe. Ich ist Anderer. aber relativ Rabe. The fuck? Treppe hoch. Hey, Hast did du you guys hear verstanden, warum that? ich den Witz gemacht habe? Hear what? It sounded like it came from inside the shrine. I've heard people say that some evil spirits are sealed in shrines, and at night they make banging sounds from inside. steht noch, hast du den Witz Whenever verstanden? someone approaches, a spirit will pow, leap out and pull that unfortunate person inside the shrine, using the victim to replace themselves as the prisoner. Ah! Stay away from Paimon! Ist das eine kleine schwarze Katze? Oh, it's a kitty. Not gonna lie, that's kind of disappointing. I was hoping to see a real evil spirit. Oh. Thank goodness. Einmal du dreckiger Schisser. Ah, Kiste, perfekt. Kiste finde ich gut. Huh. This doesn't seem to be the right way. Let's try another path. Lego! Julmir, kommst du? Ja, kommst du. So, Kreuzung! Warum gibt es hier diesmal nur 2 Wege? Ach nee, da ist nochmal eine Kreuzung. Oh, okay. Da gibt es falsche Wege oder habe ich nur auf Anhieb immer den richtigen gefunden? Melon. Hey, Paimon's over here! That doesn't Also even gibt look es Wege, like die in der Paimon! Sackgasse enden oder Hmm? So what in the world is this? nicht so? Hey, it's flying away! Don't go! Blau. Let me have a look at ya! So, warte mal einmal. Fliegende Geister, Lavendermelonen. Ah, Einen können wir noch.
Einer geht noch rein. Und blau! Woo! Yeah! That's not a treasure chest, so we go back. That's the right way. We don't go the right way. Na, lass mich raten, der Typ ist wieder hier. This should be far enough. Are you tired, Paimon? Do you want to take a break? Yes, please. Oh, let's rest here. Ich hab nicht dabei. Wait a minute. Was that statue always facing Lass this mich way? raten, die Dinger gibt's auch nur schön in der Wüste, oder? Die Dinger, die ich brauche. What's going on? Is something coming? Oh, let's get out of here! Kevin? Oh, Paimon wasn't kidding. Warte. The statue really did move. Wonder how that works. Ja, bitte. Ich hatte gesagt, die Dinger, die ich brauche, gibt's auch nur clean in der Wüste, oder? Ja. Come on, let's go. We can't let anyone beat us to it. Was, hier gibt's auch nochmal 2 Abzweigungen? Really? Come on, let's go. We can't let anyone beat us to it. Oh, jetzt sehe ich das gerade richtig und jeder Weg führt zu einem Fächer. Ah ne, hier ist eine Kiste. Ach, da waren Kisten oder was, die du mitnehmen What is konntest? this stall doing here? Ja. Maybe it's for participants Also who wirklich need a Kisten break? zum Collecten und dann kriegst du Urgestein und Sachen? Excuse me? Och, 3 Zeug. glasses of juice, please. Oh cool, Bild. Don't worry. This time it's Dann on habe ich me. immer nur auf Anhieb clean in allen 3 Kapiteln den richtigen Weg gefunden. Excuse me? Anyone here? Strange. Seems like no one's around. Hier ist ein schwebender Guess we'll just have to keep Obststand. going. Der ist halt auch Wald. Ein fucking schwebender Obststand. Come on, let's go. We can't let anyone beat us to it. Chill, Joemia. Nicht so ungeduldig, Herzchen. Ich muss das die Kiste einsammeln. Ugh, where did they hide that van? Ich bin gerade eine Person, die mit Feuerwerk arbeitet, dass sie nicht ungeduldig sein soll. Ja. Falsche Person dafür. So nicht. Wow, look at all Wie the ist der lanterns here. Inbegriff von fackelt nicht It's lang? so beautiful. But now that I look closer, it seems like the lanterns are floating in midair. It's How true. is that possible? That's Eine zum definitely Wortspiel. not normal. Hey, can I borrow your shoulders for a second? You can give me a boost, and I'll pull one Also up ich and down. persönlich fand ihn ja eine 10 von 10. No, now's not the time. Okay, sie ist schon wild unterwegs. Unsere Joemia. Ja, mach mal Räuberleiter. Ich will mal kurz die Laternen mitnehmen. Ah, ja. Alright. Dann gehen wir mal hier hoch tatsächlich. Dann ist hier tatsächlich eine Kiste. Oder? Ah, nee. Doch, da. Kiste. This isn't what we're looking for. Oh, and Paimon thought we had it too. Is it just Paimon? Or is there an eerie shadow over there? Oh, you're right. That wasn't there when we arrived. There's clearly no one around, but there's a shadow on the ground. Oh, this is like a real Kaidon story. Let's go check it out. On second thought, maybe we should go. Paimon's heart is pounding like crazy. Okay. Ein Plan, wo der Schatten herkommt. Ist aber cool. Also ich muss gestehen, Runde 2 ist schon hart übernatürlich. Also Runde 1 war langweilig, Runde 2 ist... Runde 2 ist wild. Runde 2 war's. In Sachen Gruseleffekte. So. Plötzlicher Schatten auf dem Boden, der gefühlt nirgendwo herkommt. Schwebende Lavendermelonen, ein schwebender Lavender, also ein schwebender Obststand, schwebende Laternen. Also, Okay. ja. Die Onikabutos am Anfang waren ja langweilig. Ein Fächer. Hey, look what we have here. Isn't this the fan we're looking for? Yes. Wow, it has such a beautiful design on it. Are those fireworks? It seems to be for some sort of festival. So, now that we've found this fan, does that mean we've won the second round of the test of courage? Let's bring it back.
Thank goodness it's over. Wonder if Ito's still out trying to capture those 3 from earlier. Paimon's a little worried about him. Why don't we have a look around? Is there something else you need to take care of? How about I take the fan back then? Thank you. That would help. No need to thank me. It's been a blast doing the test of courage with you guys. I'd Hier love to liegen do it große again. Blätter auf dem Boden. Musst du da irgendwie mit Animo dran oder so? I've got you now. Just run! Don't worry about me! Ha! Don't underestimate this, Oni. Warte. None of you are getting away today. Hey, it's Ito. It looks like he captured those 3 we were looking for. Let's go see. So, was liegt wo wie auf dem Boden? Große Palmenblätter auf dem Boden, so angeordnet, als wäre da was drunter. You can try, but I don't think that there's something animal related. Okay. Ito hat hier was Jungs gefunden. Wow, Ito, you really captured them. Seriously, why didn't you run when I told you? What are you Das saying? Wort Kinder bevorzugen. Abandon you? Yeah, that's right. So just get on with it. If you're gonna eat us, then you'll have to deal with all 3 of us. Also 2 von den 3 Masken sind niedlich, eine ist einfach nur geil. Und natürlich sind die beiden Jungs die mit der niedlichen Maske und sie ist die mit der geilen Maske. Es ist einfach eine fucking dunkelblau schwarze Kitsune-Maske. Ja, moin. I love it. Der eine Typ hat einfach so eine Zyklopen-Niedlichkeitsmaske und der andere hat einen Frosch im Gesicht. We won't back down, even if we're already in your stomach. Also die Krötenmaske ist schon wild. Halt for real. Who said we were going to eat you? Wait, are you the ghost of something tasty? And Ito, why are you so quiet all of a sudden? Nicht gerade so hart hops genommen worden? Wieso? Wenn du mir jetzt keine Kiste gibst, ne? I have a weird Okay, du feeling hast that mir I've nicht direkt seen die these Kiste 3 gegeben, hat er somewhere gesagt. before. I know. These are all creatures Ich hab from the grad mit den ultimate yokai field guide Dendro-Dingern that Granny used to show me. Habe ich was There's weggemacht. Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. They're all Ja? yokai. So, dann war da drunter noch ein Ding, dann war da drunter noch ein Schild, das ich dann auslösen musste, wo drunter nur eine Valinokwa war. Aha, eine Und eine Valinokwa. Münze. It sure took you long enough to notice. Hätte sie mir jetzt keine Kiste gegeben, ne, wäre ich mad gewesen. Well, we recognized you right away. You're Meinst an du Oni, genau, aren't you? Kann ich den Weg bitte wieder According to zurücknehmen? legends, Oni are grouchy, extremely Nein. strong, Sehr and gut. crush Weil der other hat mich yokai gerade into von balls direkt to neben dem eat them up. Teleportationspunkt gezogen zu 5000 Meter weg. Die wilde Fahrt ging bestimmt wirklich 2 Kilometer. Oh, that's the most ridiculous thing I've ever heard. Who came up with that? Besides, you're the ones people are scared of, hiding behind bushes and scaring people off the road. What are you trying to do here? Don't think I didn't see you following him around and conjuring up all sorts of weird, scary stuff. Jetzt habe ich eine kaputte Dendro-Statue gefunden, ja. Aha! So it was Also you ein 3. Podest. Ja, viel Spaß. Die ganzen Sumeru-Rätsel kannst du eigentlich alle nur machen, nachdem du gewisse Quests abgeschlossen hast. Du wirst niemals 100% schaffen, bevor du die Quests spielst. Gratulation. So. Die Quests gehören ja eh zur Werdekunung dazu. Na dann. No, we weren't trying to Das scare fand ich jetzt aber anyone. trotzdem ein bisschen We frech. were just trying to, Deine Herangehensweise nervt mich halt hart. Sorry. In Inazuma kriege ich einen Krebs bei dir. Selbst Julia hat's auf die Kette gekriegt, ordentlich mit den Inseln umzugehen. Was heißt das denn? Ich habe 75% Erkundungsfortschritt. Das ist schön für dich und hast die Quests trotzdem nicht gemacht, die du eigentlich prinzipiell erst hättest machen sollen. Nee, weil Nebenquests tatsächlich die Sachen sind, die mich am meisten an dem Spiel stören. Okay, ich halte mich raus. Ah, boy.
Really? You're not mad? Even though you scared the daylights out of Paimon a few times, it doesn't seem like you were doing it on purpose. Anyway, let's hear your side of the story, and Paimon will decide whether or not to forgive you. Kämpfen the unter truth Sekunden. is, we were planning a festival. One hosted by the yokai. But humans are also welcome to attend. Ah, the festival that A mentioned! Mikawa Flower Festival. Huh, that does ring a bell. Oh, right, it used to be hosted by the top yokai. I heard it was supposed to be a lot of fun. I mean, not as fun as my almighty Arataki Great and Glorious Drum-Along Festival, but still. Yes, the Mikawa Flower Festival is our aspiration. Boah, noch But ein we know that Elektrotempel. our festival doesn't deserve that name. The times of Yakiyako are long gone. We're Ich hab just keine a Ahnung, bunch wo of die sind. little yokai living in the Mal nachzugucken. wilderness. As you can see, we lack the necessary yokai powers to put on such a grand festival. Aber ich bräuchte einen. But we're determined to still reach out to humans and express our gratitude. 3 kleine Kinder, die sich als Yokai ausgeben. That's auch wild. Junge. Ja, dass es Kinder sind, die sich als Yokais ausgeben und nicht Yokais, die sich als Kinder ausgeben. Ja. Tatsächlich. Huh? Gratitude? What do you mean? Mm-hmm. You see, we live in the wilderness and are frequently attacked by monsters. They would come and stir up trouble on our land, forcing us to hand over our food. Sometimes they would even get rough and leave us injured. But later, many human adventurers came into the wilderness and drove off the monsters, allowing us to live in peace. Ah, I get it now. You want to repay the favor, but your powers are too puny. Hey, don't let it get to ya. You might be a bunch of pipsqueaks, but you're all solid yokai in my book. So, are you the ones who set up the Akitsu Yugen game on the beach? Yup, that was us. Have you tried it yet? Isn't it fun? We drew inspiration from the legendary Akitsu Hazura. It took a lot of yokai power to set it up. After that, we didn't have much yokai power left, so we set up some stalls in the forest to add to the festival atmosphere. Okay, ich nehme alles zurück. Es sind doch clean Yokai, die sich als Kinder verkleiden. Okay. We were just following you to see your reactions. Is the Akitsu Yugen really that important? Why did you spend all of your yokai power to build it? Paimon would have taken the Traveler for a big meal if you had set up more food stalls. Really? To be honest, we've never met a human before, so we had no idea what you would like. We focused on building the Akitsu Yugen because of a legend we heard. Ah, I know the one. Was machst du gerade, Julia? Immer noch zeichnen, oder? It's the story of yokai meeting a human during a festival hundreds of years ago. Irgendwelche Videos, weil ich einfach keinen Bock auf irgendwas gerade habe. It's said that long ago, a human samurai once stumbled across the Mikawa Flower Festival. What's a human doing here? We erected the barrier, didn't we? What a pain. The yokai at the festival began discussing how to drive away the human. When suddenly, they heard a voice. This is our festival, and the point is to have fun. What difference does it make if a human joins us yokai? The speaker appeared to be a prominent figure among the yokai, and when he spoke, the other yokai fell silent. You there, young man, do you drink sake? Yes, I do. Ha! Then join us! We can enjoy tonight's festivities together! And so, the yokai and samurai celebrated together. The two competed in the highlight of the festival, the Akitsu Hazura.
Their spectacular game ended in a draw, and a new friendship was forged. I can't believe a human could keep up with me. Witnessing the dynamic powers of the yokai will certainly help hone my swordsmanship. You're a swordsman? Oh, yes. I'm currently traveling the world in search of formidable opponents. Then let's make a deal. We meet for a duel every 10 years. What do you say? I look forward to it. The Mikawa Flower Festival is meant to bring happiness to all who attend, and Akitsu Hazara is a symbol of friendship. That's why, when we decided to hold the festival here, setting up Akitsu Hazara was our first priority. Wilde Nummer. Story hinter dem Fest. Deswegen war ich gerade Full Mute, weil, Gespräche kann ich unterbrechen, Cutscenes leider nicht so. Ja, alles gut. Ja. Frage steht trotzdem noch. Wenn du sie nicht gehört hattest. Ja. Flugsblitzbaum. Wie ich da Flugseisbaum. hinkomme. Blitz. Blitzbaum. Ach du Scheiße. Komm ich da hin? Das ist ein Teleporter. Ich meine, der Blitzbaum brauchte kein Portal. Das heißt, du hast irgendwo einen Höhleneingang zu dem Mistvieh. In dieser Pilzwelt. Also in diesem Pilzwald, sag ich jetzt mal. Relativ weit unten. Müsste ich gucken. Aber dazu muss ich erstmal die Konversationen durchhaben. Kein Stress, kein Stress. Unfortunately, the real Akitsu Hazara has been lost to time. What we created is a version of the game we heard about from a wandering merchant, so we changed the name to Akitsu Yugen. Ich suche mich halt nur wieder dumm um den Berg. Yeah, but that wasn't us. We have no idea what could have gone wrong. We closed Akitsu Yugen a while ago and carefully checked it for any issues. But we didn't find anything wrong with it. Maybe it was just some strange mishap caused by our unstable yokai power at the Lauf mit time. einem Pyroschleim rum. They don't look like they're lying. And believe me, I know Musik a hat liar when I gechanged nach see niemand. one. Maybe it really was just an accident. After that incident, people stopped coming to the attraction. Later, a human man with blue hair appeared and walked around the area. He had a piercing gaze. I almost felt like he could see us. But then he turned and quickly left without saying anything. It wasn't long before large numbers of people began coming to the Chinju forest. And visitors were playing Akitsu Yugen again. It was wonderful. A human man with blue hair? Wollte gerade sagen, das ist Ayato, ja. Ich weiß noch überlegen, aber dann haben sie geredet von wegen, dass die alle wieder zum Event gekommen sind. Ja, okay, das war definitiv Ayato, der die drei gesehen hat. Now that you mention it, the fan that Ayato chose is the same kind that's used at a festival. Do you think that he knew about the yokai when he decided to hold the test of courage here? Oh, so my bro Ayato is here for the test of courage too? Or maybe he's here to catch Oni Kabuto! Ha! Had I known that, I would have brought the one I caught a few days ago to battle him! Ito, soll ich das gerade ernsthaft glauben, dass du Oni Kabuto Battle mit fucking Ayato spielst? I highly doubt that one. Wow! Ito's still clueless about who Ayato really is! Well, anyway, seems like all the strange things we saw earlier were caused by these little yokai! Not ghosts! What a relief. And now that we know what's happening, the test of courage doesn't seem that scary after all! Hey, you want to hang out with humans, right? I totally get that. After all, we yokai are becoming a rare breed these days. If all we do is isolate, we'll only feel more lonely. So why don't you let this Oni do you a favor, See, I'm a yokai too, right? And I'm already a natural in human society. I bet there's not a single person in Inazuma who hasn't heard of Arataki, the one and only Ito. Come on, let's go. I'll show you around. Now that Paimon doesn't feel so scared anymore, Also wirklich, okay, Fleisch brauche ich nie wieder sammeln in meinem Leben. the yokai said they wanted to host a festival, but Paimon was too busy having the bejeebers scared out of her to pay any attention until now. Come to think of it,
Paimon remembers seeing some festival-related items on the beach. Let's head over there and take a look. Maybe we can help out. Gut. Wenn wir jetzt wieder in so einem Erkundungsding sind, kann ich dir ja mal zeigen, wo die Eingänge zu den Bossen sind. Zeitweise. Und wenn ich wetten müsste, hast du natürlich noch nicht die Statuen besucht, richtig? Ja, ich wollte jetzt erstmal dann in dem neuen Gebiet von der Statue alle Teleporter aktivieren. Okay, ja gut, okay. Dann hast du Und dann zumindest die die nächste Kartenecke Statue? von der... von dem... Ah! Jo, ja, alright. War Eingang am Suchen. Jetzt bin ich hier. Gehen wir wieder zurück zur Statue. Der Eingang ist ein bisschen wild, tatsächlich. Warte mal. Warum tut er es manchmal und manchmal nicht? Tut wer was manchmal. Warum ist manchmal bei mir Ganyu immer noch auf der 2 und Noel auf der 1 und manchmal nicht? Weil der Multiplayer weird ist. Falsche Richtung. Hallo? War, weiß ich. Habe ich mitbekommen, ja. Okay. Bergklettern. So verstanden. Wieso klettern? Nix Bin ich klettern. geklettert. Hier runter. Hallo. Unten bist du. Ja. Hat er gesagt, im Pilzwald ist der Eingang. Warnung, da vorne ist ein Elektromagier. Shine down. Da war ein Elektromagier. Wheel of Life. Der freut sich gerade noch ein bisschen. Life goes on. Illusion shattered. Kiste freigeschaltet. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ob hier schon der Eingang war zu der Höhle oder erst da hinten. Den Drokulus. Der Eingang ist hier, ja. Okay, der steht clean da. Eins. Wieder mehr Ausdauer für die Drendrokolosse oder wieder nicht? Ich glaube ja. Sicher bin ich mir aber nicht. Da gab es ja schon in der Summa nicht mehr. Da gibt es hier auch nicht mehr. Shine down. Ha. Ha. Aber Eingang gefunden. Okay, wo ist denn jetzt der Teleporter? Auf der andere anderen Seite der hoch Höhle. oder was? Ja. Bitte nicht, ich komme in Frieden. Ich will. Bitte nicht, ich komme in Frieden, ich bin hier nur vorbei. Schlafen. Warnung, hier wirst du von Pilzen angegriffen. Oder auch nicht. Doch, da oben ist er schon. Gefunden. Warum sind sie schon? Ging also nie einfach. There is no escape. Und Spuren der Pilzbestie. Hey, yes. ja, ein leuchtendes Spornpulver gefunden. Elektrokraft macht's möglich. Ja, jetzt droppen sie das Klitorium, Alter. Fuck my life. That's why you don't raiden at that point. Oh. For Rex Lapis. No touching. Like, wow. Illusion shattered. Ha. So, rausgefunden. Ja, warte. Da war noch so ein Ding, was ich aktivieren konnte.
Lass das machen. Next on the agenda. Noch mehr finden. War ja nicht nur eins, waren hier mehrere. Oh, hier sind mehrere. Die spawnen nach dem We're way ersten. behind schedule. Next on the agenda. Ich glaube aber, du hast die falsche Reihenfolge gewählt. Ja, wenn die nach dem ersten spawnen, dann kann ich schlecht die falsche Reihenfolge gewählt haben. Kann auch sein, dass sie alle gespawnt waren. Die sie nur übersehen haben. Nummer 1. Nummer 2 ist hier vorne um die Ecke. Nee. Der da oben ist noch eine andere Nummer. Ah. Ja, doch, der ist es. Der fehlt. Ist aber nicht aktiviert. Ach doch, okay. Oh, ich hab nichts gesagt. Der war nicht aktiviert, deswegen. Oder Hell oder Bullshit. Die Rätsel werden hier noch wild ab einem gewissen Punkt. So, warte. Ich will hier jetzt ja eh nichts mehr machen. So, ich will jetzt die nächsten Teleportationspunkte haben. Bei Palast Alcazar. Lass mich raten, da muss ich einfach nur für die... Nee. In der Stadt ist kein Teleportationspunkt, oder was ist das? Das ist keine Stadt. Okay. Das ist ein Side Place. Achso. Gut. Rein Oh, für furchterregende Questing, Verwirrung. rein für dekorativen Zweck. Okay. Reduziert irgendwie Widerstand oder was? Keine Ahnung. Hm? Ich hab das böse Rote gefunden. Gute Nacht, Morph. Und ebenso frohe Festtage natürlich. Jo. Gute Nacht, Morph. Und auch frohes Fest. So, geht zu Akitsuyu. Wieso diesmal schon wieder? Soll ich schon wieder eine Runde spielen? Ist euer Ernst? Ach, du bist schon geliefert. Ah. Hab ich mitbekommen. Mit Sicherheit hast du das mitbekommen. Ja. Oh, das ist wieder die Hexe. Beziehungsweise die hübsche Lady. Hallo, hübsche Frau. Die gerade als Hexe bezeichnet. Ja. Jetzt aber ein bisschen extrem. You're the strange lady we met before. Oh, it's you two again. Ich hab die 3 I have to Fragezeichen say, I'm impressed by your willingness to approach me after last time. You're much braver than I thought. Paimons Name ist Paimon. But I'm not sehr gut. going to let you off the hook So so stellt man sich vor. easily this time. If you don't leave, I'll... Nice try, but you don't scare us anymore. Wilderreich schädigt We das just met your fellow yokai Ökosystem. and they told us everything. Huh? So sieht das aus. Fellow yokai. That's right. You're another little yokai who lives in the wilderness, aren't you? We just met Yoko, Kappa, and Hitotsume Kozo. Also entweder ist ja auch ein Yokai der Schlangenart oder... So which type of yokai are you, Oh, let Paimon guess. Actually, Paimon has no idea what you are. She's a snake. Anyway, it doesn't matter. We're on our way I'm to a play snake. Care to join us? Akitsuyugin. Again, that game. How could this be happening now? Ich, All I so den needed Noblen. was a little more time. And I could... Huh? What's the matter? Are you not feeling well? Oh, maybe you're hungry. Or maybe you didn't sleep well. You look pretty exhausted. Don't worry. Ito has already taken your fellow yokai to meet some new friends. Everyone will get along just fine. Yeah, so there's no need to worry. Come on, let's go play a Kitsuyugen. We'll see who can finish the game the quickest.
The loser will have to grant the winner a wish. Oh, it's starting! Get ready. Hören jetzt mal auf. Okay. Einen schönen Abend und dann gut frohe Weihnachten morgen dann. Ebenso. Jo, ebenso. Tschüssi. Sayonara. Ich habe einen Ruinendrache gefunden. Ja. Ein von 2. Das ist einen von 2. Es gibt 2 verschiedene Drachen. Es gibt einmal die, die laufen und einmal die, die fliegen. Der ist gelaufen. Ah. Oder wollte zumindest laufen, aber eigentlich eingefroren. Ah. Jeweils 30 Kombos bei der gesamten Kombozahl hinzugefügt werden, wird beim Zerstören des nächsten Yokai-Blocks ein Ordensball erzeugt. Wenn du den Ordensball mit dem Abprallbrett einfängst, erhältst du 100 Punkte. Okay. Hört die Bewegungsgeschwindigkeit der Figuren um 20%. Extra Punkte, mehr Bälle oder Verteidigung? Hier mal die Schmettergabe. Yes. Also ich kann dir sagen, welche Sachen ich genommen habe für alle meine Quests. Kriege ich es eigentlich hin, dass ich die Elementare kombiniere? Indem du sagen willst, du hast zum Beispiel Du hast einen Wasserblock und eine Eiskugel. Dann löst du die Reaktion aus. Überst du einen Block zu einem Wasserblock, indem du dir wieder Wasserkugel triffst. That's how you do. Achso, plus du lädst deinen Ball halt auch auf. Wenn dir zum Beispiel ein Pyroball entgegenkommst und du den dann mit Elektro hittest, dann ist der auch überladen. Egal was er hittet. Ja. Schade. Höchste Combo 116, Punktezahl 3625, Noise. 4500 brauchst du für die zweiten Sachen. Wenn du den Hard Mode spielst, im Endeffekt. Für die normale brauchst du, glaube ich, 1500. Okay. Also nicht den Albtraummodus, sondern du hast ja, kannst ja aussuchen, ob du leicht ob du leicht spielen willst oder dann diesen anderen Modus. Bei dem einen hast du 10 Minuten, bei dem anderen 2,30. Wenn es der 30er Modus brauchst du 4500 Punkte pro Level. Die wird ja doch ganz sympathisch, die Frau. Und das sind Yokais, ja okay, nun, den Geist hatte ich komplett nicht auf dem Schirm bei Basmo. Muss ich gestehen. No way! She hit every cube in one shot and finished even faster than you, Traveler! Paimon's head is spinning after watching that! Did you see how she did it?
Even if the rules have changed a little, I would never lose to amateurs like you. Oh, right. You're a yokai. You're the ones who created Akitsuyugen. No wonder you're so good. Anyway, we'll keep our word. So, You can make a jetzt habe wish ich now. alles erkundet mit dem Stück der Map. Before you say Jetzt anything, wird gleich das we won't nächste do aufgedeckt. anything that's clearly Aber, impossible or harmful to others. bevor ich das mache, A wish, huh? gehe ich noch einmal Then wieder zurück I zu der wish Hülle. that Die we ich jetzt gefunden never habe, jetzt wo cross ich ja weiß, wie das paths geht. again. Wait, what? But Und ich den didn't Tempel we da just have anlocke. a great time together? Und dann suche ich mir noch einmal ein Elektro-Tempel-Gedöns. Okay. Wenn ich einen Elektroschlüssel habe. Dann gehe ich noch eine Ziehung machen. Okay. Dann bin ich durch. Nice. That's precisely why. Don't ever come near me or speak to me again. Surely that's a wish you can fulfill, right? Willst du denn so einsam sein, hübsche Frau? This is my final word of warning. If I ever see your faces again, I will... I'll steal your souls! Scared now? Good! Then don't come here again! Hat jemand Bindungsängste? Paimon doesn't get it. Did we do something wrong? Fair enough. But Paimon had a lot of fun playing Akitsuyugen with her. It would be great if we could see her again. Anyway, let's go see how Ito's doing. Ach so. Okay. Ja. Verstehe. Okay. Nun denn, zurück zu Ito und den anderen 3 Yokai. Die Fackeln sind schon cool. Genauso wie auch der Stand und alles. Das haben die 3 kleinen Yokai schon gut gemacht. Hm. Okay, wie sind noch die Kitsune dabei? Ah. So, you must be Hitatsume Kozo. Yeah. Versuch wieder elegante Sachen zu machen. Nämlich. No need to be nervous. I'm Yuimiya, and I run Naganohara Fireworks. Oh, I once saw some Naganohara fireworks. Even though I was watching from a distance, they were still so beautiful, bursting across the sky. Really? Then the next time we meet, I'll bring some fireworks for us to launch together. It'll be fun. Whoa, really? Thank you very much. And if I may ask, are you Lord Kaedehara Kazuha? Warte. Meister Kaedehara Kazuha? What did I miss? Yes, that's me. But I'm afraid that I'm no lord, just a wandering samurai. I've seen you with your sword in the wilderness. You made quick work of many opponents with your amazing swordsmanship. Okay.
That must have been when I was trying to escape Inazuma. You missed nothing. It wasn't as impressive as you make it seem. I had to face many trying situations before I was able to leave the islands. Yes, I didn't. Außer, dass der kleine Yokai nur komplett fasziniert ist von Kazuas Schwertkunst. Die er logischerweise bewiesen hat, als er Inazuma verlassen hat. Vor Inazuma geflüchtet ist. The head of the Kamisato clan also lent me his assistance at the time. By the way, this is his sister. Oh, so you must be the one and only Shirasagi Himegimi. What an honor. There's no need to be so formal. I never imagined I'd ever meet someone as distinguished as you. I must be dreaming. Go ist mit dem Kappa unterwegs. Don't you want to go talk to them too? Oh, I'm sorry. I'm rather shy. Really? Well, that's strange. You seemed completely fine when we were chatting. I'm not sure why, but I feel so relaxed when talking with you, General Goro. Actually, I'm the most timid of the three of us. I hid for days the last time someone tossed a stone into the river. Sorry for rambling on. It's odd. I'm not normally like this. Goro und Kappa haben sich also schon gut geliebt, Alter. Noch relativ ähnlich, die zwei. It's okay. You can't excel at everything. The important thing is to have the courage to change. Hey there. Chatting away, I see. Mind if I join you? Ironischerweise, Goro sagt gerade, du musst nur den Mut haben, etwas zu verändern. Und dann kommt Lady Kitsune. Schwierig. Dann ist er plötzlich ein ganz leichtes Schoßhündchen. Komisch. I've never seen a Kappa before. Hello there. Thank you for bringing so many amazing Verstehst du people wohl to meet us, nicht. Ito. Wird aber nicht It's schlau draus. nothing. Being the one and Ja. only means being the Ich best. muss jetzt immer noch you in know? Inazuma so einen schönen Tempel finden. Oh, I should mention that I even have my own gang, Ja, and every member has a special Nicht title. wirklich, wo noch die Dinger stehen. Classic Ito. There you go, bragging about yourself again. Don't confuse them. Everyone's here for the test of courage, not because you brought them here. Half the people here don't even know who you are. Hey, this is my moment, Paimon. Don't ruin it for me. Ito really isn't as cool as he claims to be. When it comes to having connections in Inazuma, nobody can beat Paimon and the Traveler. Das ist wohl wahr. Oh, yeah? All right. Well, then let's have a little contest and see who knows the most people. Sure, bring it on, Bull Checker Beetle Boy. Please don't fight. Actually, I think you're both really amazing. And you also have a great friendship, just like Lord Kamai and the Samurai. Well, of course. Boss! Oh, it's the boys. Ah, darn it. I was so caught up with the yokai that I forgot I was supposed to scare the daylights out of the gang. Boss! Hey, fellas. Look, I can explain. Boss, we're sorry. Wait, what now? We shouldn't have ever doubted you, boss. You were Erstens right. sehr gut und zweitens extrem intelligent von mir. Yeah, the test of courage is terrifying. There are definitely ghosts here. I still get shivers just thinking about it. But the thrill was kind of fun. Oh, well, I told you it would be an exhilarating experience, but no, none of you believed me. Anyway, no need to be too scared now. Let me tell you what's happening here. It turns out there aren't any ghosts here. All the scary stuff you saw was just a little misunderstanding we had with the yokai. Right? Sorry, but I've never seen these three before.
I'm not sure where you've been or what you've seen, but I don't think it had anything to do with us. Huh? Huh? Wait, hold on, little Yoko. You're kidding, right? Wait, you know, now's not really the time for that. No, I'm serious. I really don't know what's going on. But if it wasn't you guys, does that mean there are real ghosts out here? Oh, that's right. Paimon assumed she was a yokai too. And we even played a Kitsuyukin with her. I'm not sure who it was you met. But we're the only 3 yokai who wanted to hold a festival here. So she was a ghost? Boss, save us! Calm down. Everyone just calm down now. What's all the noise about? Oh, you're the Tenryou Commission's... Hazel! There's nothing to fear. Even if there really is a ghost, all your noise would drive it away. Ito, you and your gang should go and inform the other contestants about the situation. Traveler, Paimon, please, come with me. Oh, okay. Paimon somehow feels a little better now that Hazel's here. Jetzt haben wir wieder mit Heizo zu tun. Kaiju. Geil. Don't freak out, boys. Whatever happens, I'll protect you. You're the best, boss! Recite this to yourself. Keep your mind clear and at peace. Free your thoughts from spirits and ghosts. Those were Her Excellency's remarks in the directive. She once said, there is nothing to be afraid of as long as your conscience is clear. Oh, if only Her Excellency were here. She would get to the bottom of all this in no time. Could the rumors be true then? Do strange phenomena really happen every time the test of courage is held? Please be careful. Unease pervades the air, and fear is spreading. Maybe this is the real test of courage. It's already becoming an unforgettable experience for me. I believe my lord had foreseen this situation. He has my absolute trust, but given Lady Ayaka is still here, we must get to the bottom of this as soon as possible. So, is there really a ghost around here? I'm gonna go look for it. I've never seen a ghost before. Oh, how exciting! Natürlich, Joemir, klar. Komplett aufgedreht und hab Bock, den Geist zu finden. Hallo, Sayu. Shh. This is one of my usual hiding spots. It's always safe here. Let me show you a trick. Just cover your eyes, and the scary things will go away. Yeah, that's certainly not how that works, Sayu, but sure. Oh, wo ist die Scheinjungfer hin? Hallo? Hello? Miss Shine Maiden? Huh. Strange. She isn't here. Ah! What's this? Look, there's something written in red on the bulletin board. Round 3, item, Hagoita. Does this mean that the item we have to find in the 3rd round is a Hagoita? The Shrine Maiden appears to be urging us to finish the 3rd round of the test of courage. But where did she go?
Has she been taken away by a ghost? Will Paimon be next? Oh, Paimon will never leave your side now. The words are scribbled hastily, but there's no evidence of a struggle. However, aren't there too many words written here? I believe that the 3 items chosen for this 3-round contest were each selected by the 3 organizing parties. The Dongo milk was chosen by the merchant who funded the event, and the fan was chosen by the Yashiro Commission, which provided the staff. So, does the Hagoita, which should have been chosen by the Grand Narukami Shrine, have any unique significance? Let's worry about that later. The bigger question is, are we really going to join the 3rd round of the Test of Courage? Paimon would love to win the grand prize, but our safety comes first. How about we make a tactical retreat? I still have my commission to complete, so I'll stay. Fear arises from mystery, and it's a detective's job to unearth the truth from the mystery. Martin? Paimon somehow feels a little better after hearing you say that. Okay then, let's wait for a while. Maybe the Shrine Maiden had something to take care of and we'll be back soon. Traveler, Paimon, please let me be your partner for the final round of the Test of Courage. I'd like your assistance with this investigation, since you 2 are the only ones who have seen the alleged ghost. That's fine with Paimon. What do you think, Traveler? I have a few theories, but we don't have enough leads yet. There are some places I'd like to investigate first, so you 2 can accompany me. Sure. Where would you like to start? I want to go back to where we first met up. According to your accounts, you encountered the ghost there and passed out. I believe there may still be some clues there. Do we really have to go there? What if we're walking into a trap? Are you worried that she'll be waiting for us? If anything, that would make things easier. My worry is that we won't be able to find her. Honestly, it'd save me a lot of trouble if she were to show up on her own. Wow, Hazel, you're fearless. The more cases you see, the less afraid you become. Let's go. Drittes Kapitel, let's go. Wenn du durch den Wald rennen, alles klar. Oops. This should be approximately where you first encountered the ghost. Of course, we cannot conclude whether the woman is actually a ghost or not at this point, but I'd like to go over everything that happened again. Do you recall anything she said at the time? Let Paimon think. She warned us not to go near her, and she said if we didn't leave, our souls would become trapped here. Paimon doesn't want to remember that moment. Paimon's shivering just thinking about it. Schisser! Then, everything seemed to get darker, and Paimon started to feel dizzy. There were ghostly flames flickering all around, and Paimon saw some sort of black mist surrounding the ghost, and then Paimon passed out. Based on your account, it does really seem like you've seen a ghost. Exactly! So are you convinced it was a ghost now? It's possible, but I'm more interested in what she's actually trying to achieve than what she is. Even if she is a ghost, as long as she possesses some sense of reason, then there must be some purpose behind her actions.
Wasn't she Ist was after our dran? souls? She said that herself. I think she was just trying to scare you. Oh, you think so? Think about it. If I had the ability to take your souls, then why go to the trouble of warning you over and over again? Besides, a ghost wouldn't have allowed you to walk away knowing about the secret of its powers. That does make sense. Huh. Why didn't Paimon think of that? Der Paimon hatte die ganze Zeit über Angst, oder? Ja. I believe there are only two possibilities. The first is that she wanted to reap your souls, but there was some condition that had to be met. You know, like what we usually call a curse. Man hatte But doch if you keine hadn't Angst really gehabt. been cursed, then you would probably have noticed it by now. Man hatte doch keine Angst gehabt. So, this is the less likely scenario. I believe she was just trying to scare you away. Mutig war sie, sehr, sehr mutig. Besonders wenn es um unsere schlangenäugige Lady geht. Was it? First. Oh. Probably not. So why does she want to scare us? Do you have any ideas, Hazel? Based solely on your account, I don't believe she actually meant any harm. She just didn't want you to stay here. But this evidence alone is insufficient to make any valid assumptions. She could very well be guarding some treasure or covering up a crime. Though, my intuition is telling me that neither of these hypotheses are correct. Let's continue investigating the surrounding area. Was für Dinge? Tempel. Ehrlich. Jetzt auch mal kurz zumindest das Genshin raus. Aus einem sehr einfachen und überschaulichen Grund. Da bin ich mal gespannt. Hunger. Dann gönn dir. Etwas Essbares. 100 Pro. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Have you found any leads yet? Yeah, some tree branches seem like they were bent by something. Ich finde es übrigens gut, wie ich Chosen wrong geproved habe. Ich hab's nicht gesagt. Inwiefern wrong geproved? Er hat doch gesagt, ja, ich werde so oder so sagen. Ne, hab ich nicht. True. Aber hätte er es nicht wirklich auf den Punkt gebracht, hättest du es wahrscheinlich trotzdem getan. Nein. Nein. Nein, ich will, dass es nachguckt. Weil ihr euch dafür interessieren solltet. Ja, nee, tun wir aber nicht. Hast jetzt Pech gehabt. Ich weiß noch nicht mal mehr die Nummer. Und du kannst sie jetzt gerne wiederholen, es bringt dir trotzdem nichts, ich werde sie trotzdem wiederholen. 91, 27, 1999. Wie gesagt, bringt dir nichts. Ich will trotzdem nicht suchen. I see. After you left, I took a good look around the area. Aside from the bent branches, there are burn marks in some places, but that doesn't really tell us much. If only there was some more conclusive evidence. Excuse me. Sorry to interrupt. Oh, it's you guys! What are you all doing here? We heard you were out searching for clues, and we wanted to help. Oh, that's really brave of you. Actually, we're also really unsure about what's happening here. We just asked the members of Mr. Ito's gang about what happened to them, and it sounded really scary. That lady is either a nasty evil spirit or a formidable yokai. Either way, it's not good. But we still want to hold the Mikawa Flower Festival. Uh-huh. We long admired the friendship between Lord Kamai and the samurai.
Which is why we want to hold the Mikawa Flower Festival, to return the favor we once received from the humans. Even though our powers are limited, we don't want this bond of friendship to vanish. The Mikawa Flower Festival is meant to be enjoyable for everyone. The Chinju forest covers a large area, so it'd be great to have more help in the investigation. Welcome to the team. Let's all do our best to figure out what's going on. Don't worry, we're very familiar with the area. We won't miss any clues. Da bin ich mal gespannt, was jetzt bei rumkommt. Look what I found down by the river! Huh? What is it? Is it a scrap of black cloth? I've never seen fabric like this before. This is a piece of shade cloth. Shade cloth? Yeah, it can effectively block out light and is used in a variety of settings, including stage performances. There's a rough tear in the cloth, probably caused by a sharp stone, or maybe some branches. Branches? Suppose that a large shade cloth was originally hung from a tree, bending the branches. When the shade cloth was removed from the tree, perhaps one of the corners caught and the branches ripped it, causing a small piece of black cloth to fall into the river. Either she didn't care, or she was in too great a hurry. Perhaps she had other things to handle at the time. But why would she hang shade cloth in the trees? I'm only speculating, but maybe she used it to create the atmosphere you experienced. Let's not worry about that for now. There's still many variables I haven't deduced yet. Next, I'd like to investigate the place where the Arataki gang encountered her. Do you know how to get there? Oh, I know the way. I asked the gang members where their encounter with the ghost happened when we were chatting earlier. I'll take you there. Good. Please lead the way. Let's go find out what's going on. Würde ja schon hart interessieren, wie deren richtige Yokai-Form aussehen würde. This is the place. They claimed that as they passed through here, the area suddenly grew dark, and some ghostly flames appeared out of nowhere. Huh. What a coincidence. We saw the very same thing. Let's start by taking a look around the area, just as we did before. There's some strange powder in the cracks of these stones. I picked some up and sniffed it to see what it is, and it made me really dizzy. Ugh, I'm so tired now. Judging from the burn marks left on the scene, the ghostly flames you saw were not created by yokai power. Rather, they appear to have been caused by something flammable. I'm not sure what, though. Fireworks! I found some sort of smashed ball under the tree. The inside of it looks like it was blackened by smoke, and it smells like fireworks. Sag doch, Feuerwerk. Similar scare tactics. And she didn't have the time to completely hide the traces. I believe we're closing in on the truth now. I'm almost certain that the woman you encountered was not a ghost. She possesses no extraordinary powers. She was merely scaring people with some small props she had set up ahead of time. Some small props? But can you really do all that with just some props? What we saw was absolutely terrifying. First and foremost, the test of courage contributed to the unsettling atmosphere here. You were initially frightened by your first encounter with these three yokai, and then shortly after, you ran into
the mysterious woman. It was natural for you to be on edge. Because you were already tensed up, you were breathing more rapidly and inhaled a lot of sleeping powder that she had sprinkled around the area. That is what caused you to feel dizzy. That's when she pulled down the shade cloth and lit those so-called ghostly flames, creating a terrifying scene. That's the most likely explanation anyway. So, it was all just a show? She tricked us! There is, however, still one loose end. The person who commissioned my investigation did become stranded on the beach as a result of some unusual power. That couldn't have been accomplished by just a few small props. But if she possesses such powers, why bother with the theatrics? Paimon can't wrap her head around all this. She can only use props to scare people in the forest, but she can use strange powers on the beach. I see. I think I've figured it out. Whoa, that was fast. If we rule out the potential of organized crime, then only one possibility remains. I know who the woman is. Let's go to the beach. Lass mich raten, es ist die Organisatorin. No. You should go back and tell the others not to be afraid and not waste their time searching the forest. The truth has surfaced. It's time to put an end to all the unnecessary panic and await the outcome of the test of courage. Okay, but please be careful. If you run into any danger, simply call out our names. We'll be able to hear you. There shouldn't be any danger now, but thank you anyway. Let's go. Let's search along the cliffside. If I'm not mistaken, there should be a chunk of earth that's unlike the others. I knew it. I knew that you would come find me here. There she is. Paimon thought you were a yokai like the others, but they said they never seen you before. So, who are you? And why did you try to scare us? I have already warned you never to speak to me. If you don't leave now, then... She's terrifying! Hazel, it sure doesn't seem like she's using any props this time! Don't move. Just trust me. Your yokai power won't scare us. It will only hasten your demise. Yokai power? Huh? How did you know? You're a yokai that emerged from an object and assumed a human form outside of your own body. When this type of yokai is close to its own body, it can use some yokai power, but that ability weakens as it moves further away. And if the original body is destroyed, then the yokai that originated from it will likewise perish. Should I refer to you as a Hagoita spirit or Tsukumogami? Don't bother. You may call me Hanyuda Chizuru. That is the name I go by now. Chizuru, why do you want us to leave? If you're a yokai, you should understand why the other yokai want to interact with humans. Besides, we had a great time playing a Kitsuyugen together, didn't we? Just like the story of Kamai and the samurai. Yes, that's why. That's why I don't want you to be sad too. Sad? What do you mean? I'm sure the yokai have already told you of the story about Kamai befriending the samurai. But they don't actually know the entire story.
The samurai was about 25 years old when they met at the festival. They met again 10 years later and remained friends. They spent time together drinking, traveling, and sparring. When they had first met, they merely respected each other, but 10 years later, they became best friends. After another decade, the samurai had reached the pinnacle of his swordsmanship and won their duel by a narrow margin. Kamai was so astonished by his defeat, he gave up drinking and began training to become stronger for their next duel. However, another 10 years later, Kamai did not meet the samurai. As it turned out, war had broken out in the south, and the samurai had gone to defend the border. Kamai was unconcerned, because 10 years was nothing in a yokai's lifetime. But when they met once again, Kamai discovered that the samurai was already 65 years old. He couldn't believe his eyes when he saw the samurai's gray hair and scars covering his body. Hey, old friend. Can you still wield the sword? I'm getting too old to fight. This time, I've come to say goodbye. I see. Then, how about one last game of Akitsu Hazara? All right. The samurai gave his best effort during the game, but had to quit halfway through because he was too weak. After putting down his agoita, Kamai remained silent for a long time before letting out a long sigh. What a shame. Their friendship started as something they looked forward to, and in just a few decades it turned into regret. Lord Kamai's appearance hadn't changed, but his dear friend in front of him had grown old. The joys of friendship gradually gave way to the pain of regret. People often say that those outside the situation can see things more clearly, and I learned a harsh truth after witnessing all of it. Everything that people come to regret is inevitably set in motion from the beginning. We yokai are different from humans. We have longer lifespans and different natures, but we share the same world. We interact with one another. We are drawn to one another, and will eventually part ways. When the dream ends, all that is left are sorrowful memories and lingering pain. Even a wise and seasoned yokai like Kamai felt sadness when it was time to say goodbye. Imagine what a pure and kind little yokai would feel. Oh. So, you mean... I was hiding on this beach, waiting for the last of my days. But those 3 yokai came and set up the Akitsu Yugen here, which woke me from my slumber. I didn't want them to approach humans with unbridled optimism and enthusiasm just because they'd heard the legend of Kamai and the samurai. That would simply be repeating the same mistake. Is that why you pretended to be a ghost? To scare all the people away from here? Oh, so you must be the one who trapped that guy on the beach. That was a little bit harsh, don't you think? My power has become pretty weak now, and most of the time I just use some props I've collected to scare people. I can't show myself when there are a lot of people around. But that jerk was greedy. He wanted to steal the decorations from Akitsu Yugen and sell them for a profit. That's why I used my yokai power, to teach him a lesson. Ah, so that's what happened. You have a strong sense of justice. By the way, how did you know the rest of the story about Kamai and the samurai? It's okay if you don't want to tell us. I've already figured it out. Your true form is this pair of Hagoita, isn't it?
Hagoita? Oh, wait! So that means she's... The pair of Hagoita used by Kamai and the human samurai to play Akitsu Hazura hundreds of years ago. You gradually developed sentience after being influenced by great yokai power. You were the closest to witness their story. Even with the yokai power's blessing, the Hagoita have started to rot away after hundreds of years. You can't sustain yourself, so you were forced to rely on props to scare people. And if my theory is correct, this pair of Hagoita is also the item we need to find for the third round of the test of courage. Excellent work. You figured it all out. Congratulations, little ones. You've passed the third round of the test of courage. Ach, Miko. Mensch. Miko? And the Shrine Maiden? Paimon thought you went missing. Nee, sie hat nur Chefin geholt. I apologize for causing you concern. It was actually Lady Yai's idea. Well, what did you think? Were you scared? Because fear is induced by uncertainty, the more chaotic the situation, the better. Having the event staff also mysteriously vanish only added to the uncertainty. I must say, I think this test of courage truly lived up to its name. So you're the one responsible for all the scary stuff. Hitomi, go tell the others that the test of courage has ended and that we have a winner. Now that I've solved the mystery, I'm going back to meet with my client. The intent to steal is not exactly a serious crime, but it can't go unpunished. I'll see you two later. Miko, did you choose the Hagoita for the third round of the test of courage because you already knew about Chizuru? Miko, Lady Yae, you're... I followed Kitsune Saigu around the Mikawa Flower Festival one year and saw her play Akitsu Hazura. That was when I saw you. You didn't have a human form at the time and possessed only the earliest traces of sentience. I remember now. You were on Kitsune Saigu's shoulder. I went for a stroll on the beach some time ago and sensed a familiar yokai power. Though your power was weak, I was still able to find you. You were sitting in a tree, gazing at the tourists below. I overheard you telling yourself that you must be patient and avoid contact with humans. Huh? When was that? I didn't notice you at all. With your powers being so diminished, it was only natural that you didn't notice me. You must have been blaming yourself all this time. You knew Kamai and the samurai became friends as a result of Akitsu Hazura, a game connected to your existence. At the time, I couldn't take on a human form like this. I had only a hazy sense of the outer world. After they first met at the Mikawa Flower Festival, I felt proud to know that I had left a mark on their story. But after they said their final goodbyes, I could often hear Kamai sighing to himself. I couldn't help but hide, because I blamed myself. When I woke up again, the world had changed. Lady Yae, you are a well-known yokai. You must know many more things than I do. So I have a question for you. People meet, become friends, and then go their separate ways. After such a short time, they leave only regret and sadness in their wake. Is it really worthwhile for us yokai to interact with humans? Why not? Tell me, how did you feel when you played Akitsu Yugen with the Traveler? I felt happy, but... But your rationality told you that it was wrong, didn't it? It turns out that there is still another piece to the story of Kamai and the samurai that you are missing. What do you mean?
The samurai and Kamai never met again. True, but the story doesn't end there. That samurai's name was Yanagibashi Takuto, who also happens to be the founder of the Soran Ishin art. It is believed that Takuto developed this style of swordsmanship while dueling with Kamai, who had also befriended the third-generation heir of the Soran Ishin art, Tominaga Masanari. 500 years ago, Kamai and Tominaga fought side by side until their final moments, and the sword Tominaga wielded was passed down from Yanagibashi. The regret Kamai once felt had finally been resolved. Oh. I never knew. We yokai are not like humans. Humans have too short a lifespan, and the day will inevitably come when we must say goodbye. However, the bond formed by friendship will not be broken, but rather carried on in a new form. There's no reason to be upset by this. Time flies by in an instant, and life passes by like a dream. So, you must be happy in the present. You should understand what I mean now. Hey, compadres! Ito, what are you doing here? Was macht denn Ito mit seinen Yokai-Jungs da? He told me everything. And I also heard that you won the last round. I even know who the ghost lady is now. Anyway, I had a little discussion with the others, and, Hey, you're that fox lady. Why are you here? Rahmenkameradin? Ah, fuck! Das wird immer wilder hier mit den Spitznamen. Please just disregard my presence. Now, tell us what you discussed. Und wie ich sehe, bist du auch wieder da. Nee, ich war jetzt eigentlich da, um dir Bescheid zu sagen, dass ich doch nicht nur was zu essen will, sondern auch baden gehen, deswegen länger weg bin. Ah, okay. Ja, das wollte ich auch noch machen. Und da habe ich jetzt gerade clean aufgewacht. Ja, hoch. Entschuldigung. Kein Stress. Na dann sag ich mal, schwimm nicht zu weit raus, Lul. Ich kann überhaupt nicht schwimmen. Ist egal. Sagt man halt so, wenn man unter die Dusche geht oder baden geht. Fun Fact zum Thema Schwimmen. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt vor. Achso. Ein kleines Update zum Thema Ausziehen. Im Moment gehen wir davon aus, dass es erst Februar anfängt. Auch gut. Weil unsere Vermietung zu doof ist, eine Wohnung für uns zu finden. Komisch. Weil gibt es nicht. Mensch. Und die haben im Endeffekt jetzt auch noch meiner Family so gesagt, ja, sucht ihr euch sonst was. Und die sagen dann nicht ja oder nein. Also like, what the fuck? Unfähigkeit ist vorhanden. Unfähigkeit und vor allem Lustlosigkeit. Ja. Classic. Gut. Nee, aber ich hatte tatsächlich vorgehabt, sobald wir halt wieder hier sind, nach dem ganzen Stress, dass ich tatsächlich aktiv schwimmen gehe oder so. Wegen Gewicht und so. Und Schwimmen ist recht gut, weil dann trainierst du eigentlich so ziemlich alles und ich mag eh schwimmen. Okay. Das war zumindest der Plan. Gönn dir. Bei Eldorado ist ja direkt um die Ecke. Kann ich sonst auch im Winter schwimmen gehen. Im Sommer könnte ich Halbbad fahren oder gehen. Ne? Ja. Mhm. Und im Endeffekt bleibe ich trotzdem unter, was ich in einem Fitnessstudio bezahlen würde. Bei weitem. Ja, nun. Ja. Plus, ja. Ich, warte mal. Bis gleich. Bis die später. Ah, right. All right, listen up. To celebrate the end of the Test of Courage event, we will be holding the Mikawa Flower Festival. I gave it some real thought and realized that it might be kind of difficult for those little yokai to hold the festival on their own. But with my help, it won't be a problem. That's right. Arataki, the one and only Ito, will be in charge of organizing the best Mikawa Flower Festival anyone's ever seen. Hooray
Ito! Oh. Direkt, so war klar. Can we really trust this guy with a festival? Nein. Hey, what you trying to say? Besides, it won't just be me. Other people will help too. Even my bro Ayato is gonna be there. Everyone's busy getting ready, and the festival will be up and running in no time. It won't be long until you can all join the fun. You're the best, Ito! Ist schon cool. And what would a festival be without me? I'll be sure to go have a look too. Ah, it has been some time since I've attended a festival. Fortunately, I brought sake with me. Paimon's gotta admit, Ito does have his moments. Yep. A festival, delicious food, count Paimon in! All right, I'll join. If you don't mind, that is. Looks like the festival has started! Let's go check it out! Erstmal hinflitzen. Oh, no! I almost had it. Oh, starting to get the hang of it, huh? Keep trying. I think I need to take a break. Oh, I sure bought a lot of stuff. I'll have to organize it all when I get back. I want to become a great yokai, like the mighty Urakusai. Then I'll be able to help create a real Mikawa flower festival. Erstmal das Gelände verlassen und gucken, ob sich oben im Wald was getan hat. Kann ja nicht sein, dass sie nicht alle da sind. Ehrenlos. Okay, that's clean it. Okay, na gut. Weil denn? Das Ding da hinten triggert mich immer noch. Egal. Ah, sind beide, okay. Ito and Goro! What are you two talking about? Oh, I was just saying that if I had more time, I'd have built a massive fishing pond here. Fishing? You know, when I lived on Watatsumi Island, I used to just dive into the sea and catch fish with my bare hands. Take it from an expert, using your hands to catch fish is nowhere near as fun as using a fishing rod. Just the other day, I caught a fish so big that I didn't even know how to handle it. I even wrote a letter to Yae Publishing House about it. That's an unusual problem to have. Huh? A big fish? How come you didn't tell us? Paimon could have helped you eat it! Huh? You wrote a letter to Yae Publishing House? Oh, you bet I did. I wrote to the That's Life column and asked Miss Hina for advice. Ah, she's so amazing. She got back to me really quickly, too. Huh, what a coincidence. I do some part-time work there, and I recently received a similar letter. Miko, das hast du nicht getan. Das hast du nicht wirklich getan, oder? Du gehst clean hin, machst Werbung mit Miss Hina und lässt Goro die Briefe beantworten, damit die Leute denken, Miss Hina würde ihnen antworten, dabei ist es Goro. What?
Es kann doch nicht Ihr Ernst sein. Och Mann, Miko, warum musst du nur so eine sassy Person sein? You mean the letter was about dealing with a giant fish they caught? No. Could it be? Oh yes. Du hast Messina vor dir. Could it be that there's someone as good at fishing as I am? Oh, not on my watch. Hey, you all go enjoy the festival. I'm gonna get out there and catch an even bigger fish. Just you wait. I'll be inviting you all to my fish feast. Er ist wirklich nicht die hellste Birne auf dem Kronleuchter. Aw, the string snapped. I was so close. Yoimiya, this is more difficult than it looks. Can you really fish out these water balloons with a string? Don't worry. Let me show you a little trick. Just remember that your hand has to be quick. Yo-Yo Tsuri! Paimon's seen this game in some light novels before. Do you want to give it a shot? Close one eye, aim carefully, and fish it out quickly. Oh, it looks kinda tricky. Paimon will let the traveler try. You have to catch at least 3 water balloons since there's 3 of us. But Yoimiya, if I close one eye, I won't be able to see anything. Oh, right. This ramen is so good. Yes, it feels like it's been ages since the last time I had some. You mean you don't get to eat ramen very often, Ayaka? But it's so delicious! Oh, it's you. We'll need 2 more bowls of ramen, please. Food like ramen and hot pot tend to have a lot of oil and salt, so I don't get to eat them very often. Oh, that's unfortunate. Yeah, now Paimon totally gets why Ayaka would put cake into hot pot. Huh? Oh, please, no need to bring that up again. Phew, I'm stuffed and feeling a little sleepy. I'm just gonna take a nap. By the way, were there any special stalls at yokai festivals in the past? Yes, but... well, it's a long story. Then go for it. Shizu, go for it. Paimon can't believe you couldn't get a single water balloon. You've gotten rusty. Chizuru managed to finally get one and gave it to Hitotsume Kozo. He looked like he really wanted it. But Paimon wanted one too. All right, then I'll catch one for you next time. Yay! Come on now, this is way more expensive than usual. Even if it is a festival, you shouldn't hike up the prices this much. Hey now, it costs money to run a stall. I need to raise my prices to help cover the expenses, you know? Fair enough. How about 5 masks for 30% off? Final offer. Alright, alright. It's so hot. Feels like I'm being roasted here. Don't get too close. It's better to keep a few steps back. I know. It's just so rare to see such a nice bonfire. I want to get as close as I can to enjoy it. There are many beautiful things in the world. There's no need to be anxious. The festival has only just begun. Wohl wahr, wohl wahr. I was surprised that you didn't even tell your sister. It seems she was quite frightened, too. It would have been uninteresting had I told her what was going to happen ahead of time. Besides, with her friends by her side, she wouldn't ever be too scared. Having a little fright is good to release any tension she might have accumulated lately. Everything went according to plan. People started to panic as soon as they sensed that they had no idea what was happening. How amusing. Yes, well done.
Hey, you two, stop laughing! It was scary! Have you finished exploring the festival? Well then, are you having a good time? Yeah, it's great! The original Mikawa Flower Festival was much more lively, but even if you could attend the original, you probably wouldn't be as happy as you are now. Because it's always more fun to enjoy a festival with friends, isn't it? Yes. Thank you. Well then, I'm guessing you have something you want to say to him alone? We'll leave you in peace. What did you want to say to us? Ah, you saw through me again. I can't help but feel you somehow know everything. It's not that I know everything. It's just that I've been in your position before. Traveler, do you have a moment? I'd like to talk to you. Alone on the beach. Ah ja. Saying goodbye is also part of a festival. Yes. Every celebration must come to an end. I want to become a great yokai. Like, then I'll be able to help create... Are you enjoying yourself? How about we go eat together? I think I need to take a break. Weird. Where did all the fish go? Don't worry. Let's go try another spot. Oh, I sure bought a lot of stuff. I'll have to organize it all when I get back. Hauptsächlich mit den allen geredet, bevor überhaupt irgendwas war. Oh no! I almost had it! Oh, starting to get the hang of it, huh? Keep trying. One bowl of ramen shouldn't hurt, right? Das Festival ist schon cool. Wirklich. Da drüben am Strand. Oh, weia. Das ist sehr abgelegen. Müssen wir echt von Shizuku jetzt uns verabschieden, weil sie dann doch dahin erodiert. All right, here will do. Thank you for agreeing to come with me. Actually, I was delighted when I first discovered that I could take on a human form. I was a yokai derived from a pair of Hagoita who came into being in the middle of a festival, so naturally I enjoyed the lively festival atmosphere. I wanted to go to more festivals, become friends with humans, and play Akitsu Yugen with them. But every evening, as night began to set in, I'd recall the bitter smile of the old samurai as he set down the Hagoita, and the lonely Kamai sighing as he drank his sake. Then I would wonder, if I became friends with a human, would that person experience the same melancholy in the future? As a result, I was convinced that I couldn't do it. I told myself I would not repeat that same mistake. I'm sorry that I spoke so strangely when we first met. I'm sure it must have scared you. I expected you to flee in terror, but when we met again, you acted like you had no trouble being around me. I knew you mistook me as one of the yokai, but instead of telling you the truth, I went and played Akitsu Yugen with you. I'm not completely sure myself. Perhaps it's because I've always wanted to be like Kamai and play Akitsu Yugen with humans.
Or perhaps it was because I knew I didn't have much time left, and I didn't want to be alone. Anyway, thank you for taking the time to play with me. When we played Akitsu Yugen, Paimon said the loser would have to grant the winner a wish. At the time, I wished for us to never cross paths again. However, you still came and found me, meaning you never granted my wish. So, can I make another wish? Let me think. I wish for you to remember me. No. I only have one wish, so I better make it count. Okay. Listen carefully. My wish is, I wish that every day of your journey ahead will be filled with joy, like a festival. And gone she is. Oh, weia. Und Yoimiya haut hier das geilste Feuerwerk whatsoever raus. Ja, moin. Ach, wie schade. Gerade eben kennengelernt und schon ist sie wieder gone. And there we have another one NPC. Joining the club of rememberable NPCs. Schade. Aber dafür haben wir 3 kleine NPCs, die sich denken, alles klar, wir haben noch ein paar Returns. Oh! Neue Aufstellung. Hallo Sayu, wie pennst du jetzt auf einmal hier? I've grown taller. I'm so tall. Everyone else looks so tiny now. Bullshit. Every year when the fireworks go off, I say to myself, another year has already passed. As each year passes by, your life gradually approaches its end. But I don't think that's a bad thing. Like I always say, fireworks are for now, but friends are forever. Was, für sie hat plötzlich keine Stimme mehr. Ah. Das ist traurig. After hearing Chizuru describe the original Mikawa Flower Festival, I wanted to arrange another chance to talk with her about it. I didn't expect that would be our last conversation. Schade, schade, aber so ist es leider. When Ayato approached me about holding the Test of Courage event, it dawned on me that this would be the perfect opportunity to help Chizuru face her problem. Kamai and the samurai's parting was one of the first things she experienced when she was partially sentient and didn't have her human form yet. This was a very traumatic experience for her, and she could never come to grips with it by reasoning alone. The best option for her was to directly interact with humans. There's no need to feel sad. I believe she was content when she left us. Das ist die Hauptsache. So, did you enjoy the Test of Courage? Once I learned of the yokai's intentions to hold a festival, I wanted to spread the word and attract people to their event. However, it occurred to me that doing so might be overly ambitious. If we marketed the Mikawa Flower Festival from the get-go, people would have arrived with insatiably high expectations. So I decided on using the Test of Courage's notoriety to attract visitors, and left the rest to the yokai. I had an inkling that their presence would spice up the event. Na dann. Das war überhaupt nicht gruselig, Hitomi. Das war lachhaft. Schwach.
Will you have some time in the next few days, Kazuha? Hoppala. I'd like you to work on a case with me. Oh, did you run into some trouble? Not exactly. It's just an old case with almost no tangible leads. But I believe your attuned sense of nature might allow us to discover some new clues. Sure. I can stay after the festival and we can go investigate together. Great. Thank you. My pleasure. It's no trouble at all. Ist Kazuo jetzt finally wieder ein Citizen of Inazuma oder was? Sehr gut. Even though I knew my lord had most likely planned everything before the test of courage even began, I was still caught off guard. But in retrospect, it was a lot of fun. Das ist die Hauptsache. Heute sind die Verkäufe wahnsinnig angestiegen. Sind schon fast ausverkauft. Ja, und du verkaufst alles überteuert. Arschloch. Nein, alles gut. Kappa! Mit den Menschen zusammen feiern. Zu feiern ist nicht schön. Oh. Kinda cute. Ich. Na, habt ihr was? Heartbreaking to learn of Chizuru's story. To be honest, I experience that same kind of sorrow when I'm on the battlefield. I don't know when I'll lose my comrades, so I try to appreciate every moment. Lifespans, partings, it really gets you thinking, doesn't it? But, I got nothing. All I know is I'll never regret meeting you. Na dann. So, ein paar Sachen haben wir ja schon, aber noch nicht genug. Das, was ich eigentlich brauche. Dann würde ich mal sagen, Zeit, Blockbreaker zu spielen. Yes. Raiden, Ganyu, Diluc und... Wo ist mein Shangsho? Oh! Not allowed in that case. Okay. Na dann. Ich nehme den. Begrenzungsschwierigkeit brauche ich nicht. Komm, nehmen wir die Kugeln. Let's go. Herausforderungen im Schwierigkeitsgrad unendliche Vereinfachung erscheinen auf dem Spielfeld unterbrochen neue Yu-Gi-Blöcke. Erziele in begrenzter Zeit eine möglichst hohe Punktzahl. Achso.
way behind schedule. Oh no. Ja, ich würde sagen, Punktzahl erreicht, ne? Also, okay. So. In der Hinsicht darf ich kein Feuer machen. Okay, gut. Kein Problem. Bleib bei den Punkten und bei der Platte. Ich liebe diese Kombination. So, let's go. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und dem Abprallbrett zur Reaktion unter Strom kommt, erhält dieser zerstörerische Effekt Überspannung. Beim Auftreten auf einem Yugai-Block verleiht dieser dem Yugai-Blöcken in einem bestimmten Umkreis das Elektroelement. Zwischen einem Fertigkeitsball und einem Yugai-Block zur Reaktion unter Strom kommt, wird der zerstörerische Effekt Überspannung ausgelöst. An der Position des getroffenen Yugai-Blocks werden Lichtbögen freigesetzt, die zufälligen Yugai-Blöcken in einem bestimmten Umkreis Schaden hinzufügen. Okay. Nachdem es zwischen einem Fertigkeitsball und dem Abprallbrett zur Reaktion gefroren kommt, friert dieser temporär am Abprallbrett fest, während das Abprallbrett weiter beweglich bleibt. Nachdem der Fertigkeitsball aufgetaut ist, wird er automatisch nach vorn abgefeuert. Du kannst ihn aber auch zu einem von dir selbst gewählten Zeitpunkt aktiv abfeuern. Okay. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Yugai-Block zur Reaktion gefroren kommt, wird der zerstörerische Effekt tiefgefroren ausgelöst. Alle mit diesem Yugai-Block verbundenen Yugai-Blöcke vom gleichen Typ gefrieren. Wenn ein Fertigkeitsball erneut auf einen gefrorenen Yugai-Block trifft, werden alle gefrorenen Yugai-Blöcke mit diesem Yugai-Block verbunden, direkt gemeinsam zerstört. Ah ja, okay. Achso, ja, okay. So. Next on the agenda. Schon wieder so. Yes. We're way behind schedule. Yes. Yes. That's the way to go. Das Ding kommt dann immer raus. Jetzt. Ja. Läuft. Das ist was.
War doch eben noch nicht da. Wann ist es aufgetaucht? Ah, ein neues Portal. Albtraummodus. Ah, gut, gucken wir uns das mal an. Hauptsache zwischen zwei Fuchsstatuen. Mhm. Albtraummodus. Albtraummodus. Alright. Hallo. Hallo Max. Was geht ab? Genshin. Immer noch. Wieder. Wie wieder? Ja, wir hatten zwischenzeitlich eine CSGO-Pause. Ja. Da durfte Kai ganz viel Gewicht tragen. Aha. Mhm. Hätte ich mir fast denken können. Ja. Er hat es aber auch angekündigt, dass es tun wird. Da war er dann selber schuld. Hm. Oh. Okay, ich verstehe. Nur noch die ganze Zeit in Westchen drin, Alter. Der 15.000 Kanalpunkt, was kann ich damit machen? Nicht so vieles. Sounds. Ich kann dir auf die Gesundheit reindrücken. Moment, wie viel hast du? 15.000. Oh. Right. Kann ich das so zwingen zu saufen? Ja, wäre aber heute Verschwendung. Tatsächlich. Würde ich eher auf den nächsten Stream abwarten. Ich könnte auch Wasser trinken lassen. Weil Wasser ist gesund. Habe ich sogar noch da. Aber mache ich nicht, aber du kannst trotzdem einen Schluck trinken. Okay. Trinken wir das normale Zeug. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich jetzt in Formel 1 reingehe. Einfach ein bisschen die. Streckenkalender haben wir auch schon bekommen, gell? Müsstest du, ja. Okay. Portugal ist das erste Rennen. Schließ knusprige im Schwierigkeitsgrad Kinder leicht ab und löse mindestens zweimal die Effekte Spreng- oder Blockbohrer aus. Oh, das ist, Kev, was meinst du? Soll ich jetzt bis in Portugal fahren oder soll ich es lassen? Also ich würde sagen, mach mal nicht. Mach mal nicht, sagst du? Okay. Ui. Ah, ich habe die unendliche Verfeinerung noch nicht gemacht vom Mengu-Metzel. Okay. Verstehe. Aber gut, dann machen wir erstmal die Bosse. Ey, Kev. Ja. Ich hab Tattoo-Termin. Für welches Tattoo? Für mein großes. Alles cool. Wann ist das? Am 29. Das ist ja nice. In einer Woche. Sehr nice. Ja. Weil Tagessitzung hat nur 450 € gekostet. Ja. Statt 650. Das ist aber günstig. Ja, weil es Dezember und Weihnachten und so. Frohe Weihnachten. Ja. Willst du Fleischbällchen? Willst du Fleischbällchen? Ich bin mit meinem Traktor gefahren, hat mich der Ausbilder angeschrien, ich darf damit nicht fahren, weil es kein eingetragenes Dienstfahrzeug ist. Genau. Mit dem Roller darf ich auch nicht fahren. Ich darf gar nichts fahren. Ich darf gar nichts fahren. Das Ding ist, ich kann das einfach so gut gerade machen, weil meine Nase einfach zu ist. Und das hört sich einfach genauso an wie er, Digga. Sehr gut. Simultaner Aufprall, was bist du? Wenn sich auf dem Spielfeld weniger als 10 Yugi-Blöcke befinden, werden nach einem erfolgreichen Treffer mit dem Ball 8 verstärkte Feuerwerkskugeln vom Abprallbrett nach vorn geschossen. Wenn die versteckte Feuerwerkskugel auf einen Yugi-Block trifft, verursacht sie erhöhten Schaden, 4 Sekunden Abklingungszeit. Was haben wir hier? Für jeweils 30 Kombos, die der gesamte Kombozahl zugefügt werden,
Er hätte zusätzlich 80 Punkte. Beim nächsten erfolgreichen Treffer prallt der Fertigkeitsball 20% schneller ab. Dieser Beschleunigungseffekt ist bis zu dreifach stapelbar. Ja, mach mal nicht. Mach mal nicht, Digi. Ich glaube, ich nehme die Strategie. Herausforderung starten. Let's go. Let's go. Erlaubt? In Genshin Impact spiele ich gerade Blockbreaker, falls du das Spiel kennst. Nee, sagt mir nichts. Du hast unten eine Plattform. Ja. Von da aus schaltest du dann eine Kugel und oben hast du ganz viele Blöcke. Und jedes Mal, wenn die Kugel einen Block berührt, wird der Block entweder kleiner oder verschwindet komplett. Ziel ist es, alle Blöcke zu zerstören. Ja. Also. Aber darf ich da auf meinen Traktor fahren? Nein, darfst du nicht. Och, Mann, warum denn nicht? wollen Sie ein Fleischbällchen? Nein, danke. Kommt bestimmt aus Ihrem Schal, richtig? Nein, aus meiner Hosentasche. Das macht die Sache nicht besser. Doch, schon ein bisschen. Fucking Olaf 2.0, Junge. Es wäre schon wild, wenn du damit fucking zu GTA RP gehen würdest. Ich bin Officer Olaf. Mit 2 O. Dienstnummer 00. Da denken sie so, warte mal, Olaf sieht aber anders aus. Mein Dienstfahrzeug ist ein Traktor. Oder ein Roller, je nachdem wie ich Lust habe. Ich kann auch einen Bus fahren. Einfach du müsstest dann quasi so einen Comedian spielen. Ja, Mann, Alter. Der einfach andere Leute kopiert. So. Aber für Olaf müsste ich krank sein, Alter. Ja. Also müsste Nase zu sein. Ja. Also genau so wie jetzt, weil jetzt geht's am besten. Ja. Weil wenn sie noch zuerwertiger, dann wäre Katastrophe. Wenn sie aber weiter offen wäre, dann wird zu viel Luft durch meine Nase noch entweichen und dann könnte ich nicht so den geilen Olaf machen. Das ist richtig. Weil Olaf hat immer Schal an, weil der ist immer krank. Das ist so richtig. Deswegen. Und er darf nie seinen Traktor fahren, weil es ist kein zugelassenes Dienstfahrzeug. Und er darf nicht allein Streife fahren. Ja. Und er bietet immer jedem ein Fleischbällchen an. Wobei inzwischen ist es ja was Neues. Es sind ja keine Fleischbällchen mehr. Ja gut, da bin ich nicht mehr up to date. Muss ich wieder gucken, wa? Musst du wieder gucken, ja. Wir haben inzwischen auch Olafs Mama kennengelernt und auch kennengelernt, dass Olaf einen Bruder hat. Aber da kann ich ja Olafs Bruder sein. Nee, der ist anders. Also Olafs Bruder ist so ein Dinglish-Typ und irgendwie so ein bisschen mehr so, also richtig Bro-mäßig, aber ist trotzdem bei der Polizei. Achso. Ja. So, you need to follow me in the auto and then yes. I bring you to the state Gefängnis. Richtig, genau so. Und Olaf ist der mit dem Traktor und mit dem Roller mit 12 Trilliarden Spiegeln. Richtig. Und dem Fleischbällchen. Ja, wie gesagt, die haben jetzt was Neues gefunden. Egal, Fleischbällchen sind Legende. Ja. So. Ein Olaf ohne Fleischbällchen ist kein Olaf. Das ist richtig. Olaf mit 2 O. Genau. Entschuldigung. Der Bossblock. Schwarzer Elektromagier kann Elektroblöcke um sich herum herbeirufen, um sich zu beschützen. Die Elektroblöcke bewegen sich synchron zum Abprallbrett. Versuch diese Eigenschaft dazu auszunutzen, den Fertigkeitsball mehrfach zwischen deinem Gegner und den Elektroblöcken hin und her springen zu lassen, um ihm große Mengen Schaden zuzufügen. Bei lockerer Modus und Albtraum-Modus auf dem Schwierigkeitsgrad unendliche Verfeinerung ist die Zahl der Reservebälle begrenzt. Sobald der letzte Fertigkeitsball unten aus dem Spielfeld fällt, wird dieser als verloren angesehen und die Anzahl der Reservebälle wird verringert. Sobald die Anzahl der Reservebälle auf 0 fällt, gilt die Herausforderung als fehlgeschlagen. Als ob ich ein Problem damit habe, den Boss niederzumetzeln. Hallo? Yes. Nein! Verdammt. Cool, würdest du bitte?
Next on the agenda. Nein! Verdammt. Healthy body, healthy mind. Ja, dass du da hinten spawnst, ist natürlich sehr klug gewesen jetzt, Kollege. Ah, shit. Schade. Grünzerstörung war ein bisschen blöd positioniert gerade. Und wieder. We're way behind schedule. Ist. Kaputt. Wahrscheinlich viel zu lange gedauert, aber ist egal. Korrektur, ich habe alle Challenges geschafft. Nice. Achso, jetzt muss ich jedes Mal hin und her rennen, oder was? Left, right, left, right, left, right. Wir rennen von Arena zu Arena. So. Räucherstäbchen und Tempura. Okay. Feuerblöcke. Wahrscheinlich darf ich diesmal keine Feuercharaktere. Okay. Dann. Hello. So, okay, da bin ich wieder. Baby. Musst du kurz links von einfach verringern. Ah. Da wird mich gerade eine Schraube durchgedreht. Oh. Ja. Zum Glück habe ich zwei hier. Jetzt habe ich Ding, kurz Schraube und Ding durchgewechselt. Das ist halt so China-Plastik-Scheiße. Ja. Hat ja das Ding selber in der Hand. Weißt du was? Das ist. Ja. Aber ich muss dich enttäuschen, denn ich fahre jetzt trotzdem Formel 1. Na gut, macht das. Ich hab Lust. Dann fahr mal Formel 1 durch. Tu dir den Rotz ab. Portugal fahre ich jetzt. Portugal. Ah! Das war mein Ball.
Ich muss mal Musik lauter machen. Dann mach deine Musik lauter. Na, nicht ausmachen, lauter. Ja, das ist zu laut. Ist so gut. Ja. Rum, 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 rum. Ja, ich will das nicht. Aber warte mal, kann ich mich aus der Liga zurückziehen? Lang. Liga zurückziehen. Ja. Ich habe keine aktive Liga. Und noch keine neue gemacht, oder kommt die noch? Es wird noch keine neue gemacht. Okay. Ich war einfach traurig, gell? Ja. Ich glaube ja. Hier, Portugal. Portugal. Ne, Kev. Portugal. Portugal. Erstmal im Alpha Tauri. Habe ich eine Setup? Miami. Ja. Tatsächlich nicht. Okay. Next on the agenda. Schon wieder. Elektro ist ja am effektivsten aktuell. Vor allem wegen der Eisblöcke. Okay. Blink. Mal gucken. Ah, shit. Edit. Eine Kombo zerschossen habe, aber egal. Assistent. So, dann müsste ich jetzt in die nächste Sphäre rein, um die nächsten Sachen freizuschalten. Einen komplett freien Modus durchzusetzen. Geistesgestörter Schwertkämpfer. Ah ja. Das Team bleibt weiterhin dasselbe. Die Effekte werden sein das und das. Obwohl, guess what? Ich nehme das tatsächlich. Ego. Wenn der Bossblock geistesgestörter Schwertkämpfer von einem Fertigkeitsball getroffen wird, geht er zum Verteidigungsmodus über. Dann prallt der Fertigkeitsball von seinem Körper mit erhöhter Geschwindigkeit zurück. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Yu-Gi-Block zur Reaktion Verdampfung kommt, wird der zerstörerische Effekt Verpuffung ausgelöst. Dem getroffenen Yu-Gi-Block wird erhöhter Schaden zugefügt. Wenn es zwischen einem Fertigkeitsball und einem Yu-Gi-Block zur Reaktion Schmelzen kommt, wird der zerstörerische Effekt Schmelzpunkte ausgelöst. Dem getroffenen Yu-Gi-Block wird erhöhter Schaden zugefügt. Ja, gut. Ist ja alles schwach.
Let's go. Der Samurai ist ein bisschen selbstvernichtend, so ein bisschen. Hopp! Ach, dammit. Kaputt. Nice. Nächster Boss fertig. Und den anderen Boss schalte ich frei, nachdem ich 2 weitere Normalrunden gespielt habe. Richtig? Habe ich das Konzept verstanden oder habe ich das Konzept verstanden? Ja, habe ich. Dreifarbige Klößchen mit Würfelzucker. Ah ja. Das sieht ein bisschen nach Tetris aus. Das bekannte Team. Let's go. Strategie ist und bleibt einfach die größere Platte und Punkte. Mädchen.
We're way behind schedule. Danke. Eins. Herausforderung Nummer 2. Nee. Wenn die Look. Chinju. Fähigkeiten. Bessere Platte. Let's go. So, rechts haben wir einen sehr großen Eis. Das zu uns. Denk. Voll. Next on the agenda. Ja, verdammt. We're way behind schedule. Ah, damn it. So. Elektro mit Feuer so gut an. Yes. That's how I like it. Bonk. Also, Kev, ich bitte dich. Was denn? Ich bitte dich. Was denn? Ich bitte dich. Du bittest mich. Lack, mach nicht so. Ja, bitte. Ich bitte dich. Okay. Mach anders, aber nicht so. Oh, ach, Scheiße, wenn wir hier für eine Strategie drin haben. Ups, hab ich gelitten als Kollege. Editch. Clean, dasselbe Team auch. Einfach um alle Elemente abzugrasen. Ob mehr Bälle und mehr Punkte. Das wird chaotisch, aber das ist mir egal. Das ist ja alles Eis. Alles Feuer. Dann let's Jetzt wird's Wald.
ist gerade ein bisschen gemein. Ich habe keine Ahnung, wo der Ball ist. Ah, jetzt sehe ich was. Mit dem Ball doch zum... Doch nicht. Next on the agenda. 7770 Punkte. Ja. Das klingt doch nach einem stabilen Ergebnis. Bekanntes Team. Klick. Selbe Strategie. Wir fangen hier mit Eis an. Nein! We're way behind schedule. Gerade so das Ding verfehlen. Ja, so ist schon besser. Next on the agenda. Ja, Mist, habe ich das weit verloren. $6.763. Ja, der war nicht so gut. Der hätte besser kommen können. Nein. Bekanntes Team. Reden, Ganyu. Effekte. Was ist das und das? Ah! Okay. Jetzt ein bisschen Post. Das ist Wald. Ah!
hier ist echt schwierig. Falsche Richtung, egal. Der Run war scheiße. Aber gucken, ob ich damit hinkomme mit dem 5348. Ganyu, Pilok, Rangshow, Platze, Punkte, Kugeln. We're way behind schedule. Next on the agenda. Oh, beide verloren. Next on the agenda. Und war auch eher kacke. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir damit hinkommen. Nice. Ja gut, da fehlt mir noch Sprengung oder Blockbohr. Okay. Mit dementsprechend die Punkte. Jetzt,
Aktionshändler. So. Blockbohrer oder... Ja. Das heißt, wir nehmen dann stattdessen mal Ganyu mit. Dann die Herausforderung, kommen dann noch Regeln an. Mit Ganyu arbeiten. We're way behind schedule. We're way behind schedule. Next on the agenda. An! Nice. Haben wir das auch. So. Die Herausforderung auch fertig haben. Nee. So, muss. Yes. So, und mit dem Gemetzel muss ich jetzt noch endliche Verfeinerung machen. Ja gut, das kriegen wir hin. Dazu nehmen wir Raiden mit, dazu nehmen wir Ganyu mit, dazu nehmen wir Diluc mit und Shang. Effekte werden sein, mehrere Kugeln, größere Platte, Bonuspunkte. Go. Rinn in den Aal. So, fangen wir doch mal damit an. Das ist der Weg gerade. Durchzubohren. Next on the agenda. Next on the agenda. We're way behind schedule. Next on the agenda. Next on the agenda. Time to act.
Next on the agenda. We're way behind schedule. Ach, schade, aber die Zeit. So, Herausforderung beenden. Damit haben wir alle fertig. So. So, der Albtraummodus, den müssen wir auch noch fertig machen und danach. Ja, Seasons haben wir alle schon durch. Let's go. Easy, Level 26. Nice. Just 70 levels to go. Ah ne, warte mal. Bis 60. Okay, die blöde Portale, wenn ich es richtig sehe. Trotzdem altbekannte Kombi. Einfach um alle Elemente mal dabei zu haben. Let's go. Fähigkeiten, mehrere Kugeln, Schild, why not? Die größere Ausweitung. Yes. Der Bossblock Jungfrau der verlockenden Untiefe kann auf dem Spielfeld eine Vielzahl an Wasserspiegeln herbeirufen. Wenn der Fertigkeitsball auf einen Wasserspiegel trifft, fliegt er daraufhin von der Position eines zufälligen anderen Wasserspiegels heraus. Nachdem sie eine bestimmte Menge Schaden erlitten hat, ruft die Jungfrau der verlockenden Untiefe Yugai-Blöcke herbei, um sich zu schützen. Diese Yugai-Blöcke verschwinden, nachdem der Fertigkeitsball oft genug auf Wasserspiegel getroffen ist oder nach einer bestimmten Zeit. Okay. Ach, okay. Ach, Max. Ach, okay. Au. Und wie geht's denn so? Muss. Selbst. Ja, Nase fickt das aber. Das halt tut weh, aber. Gut. Oh shit. Das ist dieses Ding von den Schimmeln.
Kinda worked. Not good, but it worked. So, damit haben wir alles fertig. Nice. Nice. Aktionshändler und erstmal das leer kaufen. Das denke ich habe alles fertig. Ah doch. So, das ist nicht alles gewesen. Ja. 60 dafür und für das Mora die restlichen 400. Let's go. Ah! Damit haben wir das Event auch durch. So, gibt's noch eine Herausforderung. Oh. Nochmal 1500 Punkte. Let's go. Wir haben jetzt schon... Von 50 Level haben wir jetzt schon 27 zusammen. Und da dürfen wir nochmal 10 Stück draufrechnen für den Erlebnispass, den wir uns dann noch kaufen dafür. Ego! Ach ja, und dann haben wir doch noch ein anderes Event vor uns. Okay. Ja. Aber das machen wir heute nicht mehr. Genauso wenig wie die restlichen Legendenaufträge. Und mit dieser Enttäuschung zurück ins Zelt. Peace.